Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr ausführlichen Airsoft-Video einmal begrüßen. Und wir werfen heute einmal in Zusammenarbeit der Firma Umarex einen detaillierten Blick auf die brandneue Heckler & Koch HK416A5 in der Sportsline-Version. Haben viele von euch bereits auf der IWA 2022 einmal gesehen. Hier eine HK416A5 aus dem Hause Syma und im unteren Preissegment einmal angesiedelt. Fand ich damals schon sehr interessant, habe sie damals auch schon angefummelt auf die EWA. Denn wie gesagt, sie ist günstig und heute prüfen wir einfach mal, ob sie auch überzeugen kann und nicht nur günstig ist. So, je nach Uhrzeit, macht euch vielleicht ein Bierchen auf oder auch nicht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, gehen wir es an. Starten wir heute wieder zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Die 416A5 Sportsline kommt wie bei VFC auch wieder oder bei Umarex typisch wieder in so einem schwarzen HK-Karton. Das ist in Ordnung, wie gesagt, macht optisch einiges her. Der innere Bereich ist letztendlich Syma Standard, bedeutet alles aus Styropor. Das ist zum Entsorgen immer ein kleines bisschen nervig, aber auf jeden Fall alles sicher verpackt. Die Abenteuer der Rückseite, nichts, wovor man sich einmal fürchten muss. So, der Inhalt, da hätten wir zunächst einmal eine sehr gute Gebrauchsanleitung oder Gebrauchsanweisung seitens Umarex, denn da bin ich ja fast aus allen Wolken gefallen. Wir haben hinten eine Teileliste und wir haben sogar hinten einige Explosionszeichnungen drin. Ja, Wahnsinn, was ist denn da passiert? Finde ich immer gut Explosionszeichnungen, gerade für einen Einsteiger, wenn mal ein Teil wegkommt oder mal abgeschraubt wird und man weiß nicht mehr, wo gehört's hin. Kurz aufblättern, reinschauen, sieht sofort, ach, das Teil gehört dahin, super. Also Explosionszeichnung einwandfrei. Es ist vorne in der Anleitung ein Punkt drin, den man beachten muss, und zwar Entfernen der Mündungsbremse oder des Mündungsfeuerdämpfers. Das geht so leider nicht. Zeige ich euch später einmal im Detail. Dann gut, kleines Sicherheitsblatt oder auch für die Wartung auf mehreren Sprachen könnt ihr mal reinschauen. Laufreinigungsstab ist ebenfalls einmal enthalten und dann seht ihr hier unten ebenfalls ein Stahlblech mit Cap-Magazin mit Markings drauf oder mit Laserung einmal drauf, auch sehr schön. HK416A5, die Knüfte, die ist natürlich auch einmal im Karton enthalten. Was fehlt wieder ein kleines bisschen für den Einstieg oder für den Einsteiger, für den Einstieg? Ja, natürlich der obligatorische 1-Euro-Artikel, der Speedloader. Gut, bestellt euch einfach irgendwo einen mit, wie gesagt, kosten 3 Euro oder sowas und gut ist. Dann lasst uns wieder kurz über die technischen Daten sprechen. Die 416A5 Sportsline kommt einmal aus dem Hause Syma, wird also einmal in China hergestellt und aufgrund der HK-Lizenz natürlich die Zulassung bei der PTB einmal über die Firma Umarex. So, da sehr viele deutsche Airsoft-Shops einmal Umarex-Modelle vertreiben, werdet ihr dieses Modell in den nächsten 1 bis 2 Wochen bei den unterschiedlichen Shops einmal verfügbar finden. So, vielleicht bei der IWA schon gesehen, dieses Modell gibt es ebenfalls in 2 Farben. Einmal klassisch schwarz, so wie es ja auf dem Tisch steht, und ebenfalls in einem grünlichen Flat Dark Earth. Ich weiß nicht, wie die Farbe beschreiben soll. Auf jeden Fall, ja, so ein leichter grün-braunton. Müsst ihr euch anschauen, kommt aber leider nicht an den RAL 8000 oder an das Burnt Bronze von VFC oder am Original einmal ran. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an, auf jeden Fall 2 Farben verfügbar. Da wir hier ein sehr günstiges Modell einmal auf dem Tisch haben, handelt es sich hierbei natürlich um eine Polyamid-Version. Bedeutet, der gesamte Vorderschaft wie auch der gesamte Receiver sind aus einem sehr robusten Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil gefertigt. So, vom Preis her, wie gesagt, günstig. Hier werden gerade einmal 250 Euro fällig, obwohl eine HK-Lizenz drauf ist. Nicht schlecht. So, lasst uns einmal die Maße durchgehen. Im eingeschobenen Zustand die Gesamtlänge 715 mm. Wenn wir den Schaft einmal komplett ausschieben, erreichen wir 800 mm. Der Innenlauf ist ein Standard AEG-Lauf mit einer Länge von 310 mm und wie bei Syma mittlerweile üblich, einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Am Rohr vorne habt ihr ein Standard 14 mm Linksgewinde. Und da habe ich euch gerade beim Lieferumfang schon gesagt, da stimmt das Ganze nicht, denn ihr könnt die Mündungsbremse, den Mündungsfeuerdämpfer leider standardmäßig nicht so einfach wegschrauben. Denn diese wird seitens Syma leider verklebt. Ist ein bisschen schade. Bedeutet, die Mündungsbremse, der Mündungsfeuerdämpfer ist aus Kunststoff gefertigt und damit sich das Ganze hier vorne einfach nicht so verdrehen kann, verwendet Syma hier eine relativ feste Schraubensicherung oder einfach einen Kleber unten drunter.
Bedeutet, wenn ihr an das Gewinde ran wollt oder wenn ihr eine Mündungsbremse aus Aluminium verbauen wollt, dann braucht ihr einen Gabelschlüssel oder so ein AR-15-Tool, so ein Multitool. Da ist genau diese Aussparung einmal drin und dann müsst ihr immer vorsichtig links, rechts, immer ein kleines bisschen hin und her noddeln. Dann hört ihr es immer ein kleines bisschen krachen und scheppern und dann löst sich der Kleber innen drin. Und dann, wenn ihr das gelöst habt, den Kleber, dann könnt ihr die Mündungsbremse einmal abschrauben. Aber einfach nur so einfach wegdrehen funktioniert hier leider nicht. Also beachten, Mündungsbremse einmal verklebt. Müsst ihr erstmal lösen. Aber auf jeden Fall 14 mm Linksgewinde und dementsprechend auch problemlos Tracer, Schalldämpfer oder eben Mündungsbremsen aus Aluminium oder Stahl einmal möglich. So, dann die 21 mm Pick Rail. Im oberen Bereich durchgängig nutzbare Länge sind hier 420 mm und dann Standard HK416A5. Am Vorderschaft links, rechts und unten jeweils nochmal eine Pick Rail mit einer nutzbaren Länge von 240 mm. So, das Gewicht, Polyamid-Waffe, dementsprechend etwas leichter. Hier bringt das ganze Modell mit Magazin, aber ohne Akku, ohne Mumpeln, 2400 Gramm auf die Waage. Im inneren Bereich haben wir ein EFCS-System und hierbei handelt es sich um das Standard Syma EFCS bzw. die Standard Syma ETU. Da müssen wir später im Detail nochmal drauf eingehen, auf die Elektronik. Auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, es ist ein MOSFET mit an Bord und ihr habt ein EFCS mit einer Zyklenüberwachung ebenfalls mit an Bord. Bedeutet, egal wie schnell ihr einmal triggert, dieses Modell kann euch nicht schämen. Das Stecksystem ist dann im hinteren Bereich ganz normal in der Buffer-Tube einmal drin. Hierbei haben wir aber keinen DIN-Stecker oder keinen T-Stecker, sondern einen Standard-Mini-Timer-Stecker. So, dann fehlt noch die Energie. Dieses Modell wird angegeben bis max 1,3 Joule. Ich habe sie für euch wieder nachgekront. 0,2 sowie 0,3 Gramm. So Leute, Chrono-Schusstest haken wir ab. Lasst uns auch heute wieder ganz kurz über diese beiden Punkte sprechen. Zunächst mal, Chrono war sehr gut, muss man sagen, gerade in Bezug auf den Preis. Die Komponenten dichten sehr gut ab. Wir haben keinen Druckverlust oder sowas drin. Wir haben auch sehr viel Volumen einmal drin im Zylinder. Schauen wir uns später natürlich an. Ich glaube, wir hatten eine Differenz von, Meter pro Sekunde waren es. Ich habe die Aufnahmen nicht angeschaut, ich glaube Meter pro Sekunde. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also da können wir von der Abdichtung, von den Chrono-Werten, können wir überhaupt nicht schimpfen. Die Energie mit 1,3 Joule, gut, muss jeder selber wissen. 1,5 wäre meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen interessanter gewesen, aber wir haben natürlich ein Feder-Schnellwechselsystem einmal hinten drin. Sprechen wir ebenfalls gleich an. So, also Chrono-Schusstest war in Ordnung, wobei man hier wieder sagen muss, Schusstest, man hat einfach wieder gemerkt in der Halle, der Hersteller legt hier keinen Wert darauf, dass man 0,28 oder 0,3 einmal verwenden kann. Bedeutet, das System oder die Waffe ist dafür ausgelegt, 0,2 oder 0,25 Gramm BBs einmal verwenden zu können. Und das funktioniert auch. Aber natürlich sind 0,2er, könnt ihr vergessen, die sind viel zu anfällig. 0,25, wenn es ein bisschen windig ist, da fliegen die Dinger sonst wohin. Dementsprechend, ja, wie gesagt, so wie die Waffe kommt, out of the box, ja, 0,25 geht. Aber wenn man wirklich mal 0,28 oder 0,3 verwenden möchte, dann funktioniert das leider nicht mehr. Ihr habt gesehen im Schusstest, ich habe 0,28 verwendet. Das ging mit Ach und Krach noch, bedeutet sehr viel Hop einmal eingestellt und dann sogar das LPWO fast auf Maximum einmal hochgedreht, damit ich auf 50 Meter die Scheibe treffen konnte. Also hier ein bisschen im Hinterkopf behalten, wollt ihr schwerer spielen, ab 0,25 aufwärts,
definitiv Bucking und Tensioner einmal tauschen. Das zeige ich euch später natürlich am Abschluss beim Hop-Up-System einmal im Detail, was ich euch hierfür empfehlen würde. Denn hier gibt es auch ein bisschen was zu beachten in Bezug auf die Nozzle-Länge und die Hop-Up-Kammer. Da gibt es letztendlich nur ein Bucking, was mir bekannt ist, was hier super reinpasst und gut funktioniert. Wie gesagt, einfach im Hinterkopf behalten, ab 0,25 aufwärts definitiv Bucking Tensioner tauschen. Die Hop-Up-Kammer selbst ist vollkommen in Ordnung. So, machen wir weiter. Allgemeine Informationen. Drehe ich es euch wieder ein bisschen ins Licht. Wie vorhin schon angesprochen, wir haben hier letztendlich, wie das letzte Mal bei der SSR4 von Norwich, haben wir auch hier einmal eine Kunststoffwaffe. So, das soll aber erstmal nicht abschrecken, denn hier handelt es sich einmal komplett aus robustem Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Bedeutet, gerade im Vergleich zur SSR4 haben wir hier kein Lego Ferrari mit Haufen Flex drin, sondern hier ist der Kunststoff eher so wie bei G&G. Bedeutet, er ist einfach deutlich härter. Das sieht man auch vielleicht ein kleines bisschen, je nachdem wie das Licht drauf scheint, sieht man sogar so ein kleines bisschen so diesen Glasfaseranteil, diesen leichten Schimmer, diesen leichten Glanz im Kunststoff. Dementsprechend, wie gesagt, ja, mit sehr, sehr viel Gewalt könnte das Ding vielleicht um, keine Ahnung, 5 mm ein kleines bisschen flexen, aber kein 3 cm oder kein 4 cm. Also hier der Kunststoff eher auf G&G-Niveau und von der Qualität her wirklich hervorragend. Richtig, richtig gut, da können wir heute definitiv nicht schimpfen. Schön robust, schöne Optik und die Qualität ebenfalls tipptopp. So, dann gibt es ein paar kleine Besonderheiten, die ich ebenfalls sehr gut finde. Zunächst mal gut, Mündungsbremse habe ich euch gerade schon bei den technischen Daten gesagt. Leider nur aus Plastik, hätte man vielleicht auch Alu verwenden können und das Ganze verklebt. Finde ich ein kleines bisschen schade, aber der Rest ist von Syma vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut umgesetzt. Kleines Beispiel, komplettes Gassystem ist im inneren Bereich komplett nachgebildet. Das seht ihr auch später bei der Demontage, nehmen wir den Vorderschaft mal ab. Schönes Gassystem im inneren Bereich nachgebildet, auch hier vorne die Gasabnahme, könnt ihr sogar drehen. Für den Schalldämpfer natürlich. Ne, könnt ihr sogar einstellen. Wie gesagt, das ist einwandfrei. Und eine weitere Besonderheit, wir haben zwar auch hier bei diesem Modell einen zweiteiligen Outer, bedeutet unser Rohr besteht aus 2 Teilen, wie bei der SSR4 auch, aber der wird zunächst mal im inneren Bereich in der Aufnahme unheimlich fest gehalten und zusätzlich habt ihr hier vorne am Vorderschaft innen drin nochmal ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, sobald ihr den Vorderschaft aufschiebt, fahrt ihr hier vorne in die Gasabnahme in so ein Nut- und Federsystem rein. Und dann wird einfach alles im vorderen Bereich nochmal miteinander verbunden. Ihr habt hier also absolut kein Spiel letztendlich einmal im Rohr vorne vorhanden. Also das wird alles richtig schön sauber hier vorne nochmal zentriert und fixiert. Also hier auch von Syma, wie gesagt, wunderbar einmal umgesetzt. Gerade Preis-Leistungs-Verhältnis, klasse. So, eine weitere Besonderheit, was ich immer sehr gut finde, muss man sagen, natürlich HK416A5 Modell ist komplett beidseitig nutzbar. Und auch diese günstige Version funktioniert auf beiden Seiten. Also ob ihr Links- oder Rechtsschütze seid oder umschultert, es funktioniert einfach. Finde ich immer gut und ja, und ist hilfreich. Bedeutet Feuerwahlhebel, zack, zack, funktioniert tadellos auf beiden Seiten. Hier absolut kein Problem. Magazinauswurf vom Schützen aus auf der rechten Seite, ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite. Und sogar der Bolt Catch ist mit Funktion. Bedeutet zurückziehen, zack, bleibt sauber hinter. Da habt ihr auch noch so ein schönes HK-Logo auf unserem Fake-Verschluss da einmal drauf. Und es funktioniert auch hier auf der Seite oder eben auf der anderen Seite. Wunderbar zum Hop-Up einstellen, perfekt. Wie gesagt, hier alle Bedienelemente auch mit Funktion. Und das bei dem Preis, das finde ich einfach gut. Und ich habe es euch auch schon oft gesagt, ja, die meisten brauchen dann selbst, wenn man Rechtsschütze ist, die meisten brauchen dann nur Magazinhalter hier und Feuerwahlhebel letztendlich auf der Seite. Wenn ihr aber dann wirklich mal umgreift und das Ding auf die andere Schulter rüber geht, wenn ihr aus der Deckung rausgeht, dann kann der Magazinhalter hier hilfreich sein und ebenfalls der Feuerwahlhebel hier sowie auch hier hilfreich sein. Muss man sich daran gewöhnen. Ich meine, ihr könnt auch so aus der Deckung rausgehen. Aber wie gesagt, ich finde es einfach immer schön, wenn ein Modell beidseitig nutzbar ist. Das gehört sich einfach heutzutage. Also auch hier gut umgesetzt, können wir nicht schimpfen. Wie gesagt, gesamter Receiver ist dann ebenfalls einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Auch hier natürlich genauso hart wie der vordere. Bedeutet auch hier, wenn ihr die Optik oben mal ein bisschen rumknödelt, da hat eher die Optik hier oben ein kleines bisschen Spiel, wie dass ihr jetzt irgendwie die Pickrail verbinden könnt oder den Receiver verbinden könnt. Wie gesagt, super Qualität und würde ich mit G&G gleichstellen. Also hier, klasse. So, dann, gut, Abzug sprechen wir alles später einmal durch. Dann haben wir hinten noch einmal unseren Schaft, worüber wir später dann natürlich auch einmal den Akku einlegen. Hier auch komplett Polyamid und können da ganz normal wie üblich einmal in mehreren Positionen, ich glaube 6 Stück sind es, einmal in der Länge komplett
einstellen. Hier von der Passgenauigkeit ein kleines bisschen Spiel vorhanden im voll ausgezogenen Zustand, aber das ist vollkommen in Ordnung. Also hier würde ich definitiv nichts kritisieren, das passt einwandfrei. Okay, den Rest würde ich sagen, den Rest schauen wir uns später bei der Verarbeitungsqualität im Detail an. Dann lasst uns anschließend gleich einmal mit dem Punkt Feder-Schnellwechselsystem weitermachen. Und das ist letztendlich genauso aufgebaut oder ähnlich konstruiert wie einmal bei der SSR 4 oder beziehungsweise bei der Lancer Tactical. Bedeutet, ihr könnt hier auch im inneren Bereich die Zylinderkopfschraube einmal lösen in der Buffertube und kommt dann letztendlich hier hinten direkt an den Spring Guide einmal ran. Schauen wir uns ganz kurz an. Zunächst mal muss natürlich der Schaft weg. Bedeutet, hier unten komplett kräftig mit Schmackes einmal runterdrücken, so weit wie es geht. Bisschen festhalten, runterdrücken und dann könnt ihr den gesamten Schaft einmal nach hinten einmal abziehen. So, dann muss einmal der Stecker raus und die Kabel selbstverständlich, damit ihr rankommt. Und dann braucht ihr auch wieder einen relativ langen Inbusschlüssel, circa 20 bis 25 Zentimeter. So, sowas habe ich leider nicht. Bedeutet, ich habe jetzt hier so einen ganz normalen 4er Inbus hergenommen und habe dann hier von Begadi so eine Verlängerung einfach vorne drauf gestopft, weil sonst würde ich nicht rankommen. Wie gesagt, wenn ihr mal herschaut, passt einfach nicht. Hier mit der Verlängerung funktioniert es tadellos. Dann geht er da hinten rein und löst im inneren Bereich die Schraube, wenn er sie direkt trifft. Oh, ich habe sie direkt getroffen. Ich habe es halt drauf. So, also Schraube einmal innen drin lösen. Wie gesagt, 4 mm Inbus, circa 20 bis 25 cm lang. Schraube lösen und dann auch wieder, Schraube fällt gleich raus, und auch dann wieder ein kleines bisschen schütteln, bis einmal diese kleine Platte einmal rausfällt. Und dann können wir hier einmal die gesamte Buffertube einmal abnehmen. Und dann seht ihr hier hinten, wenn ihr das vielleicht sehen könnt, seht ihr hier hinten bereits einmal euren Spring Guide drin. Bedeutet, jetzt da könnt ihr auch wieder hergehen. Ihr könnt die ganze Schraube hier einfach verwenden, könnt die reinschrauben, dann tut ihr euch ein bisschen leichter zum Lösen. Schraube reinschrauben, Inbus nehmen, zack, Spring Guide raus, Feder raus, neue Feder rein, fertig. Also auch hier ein sehr benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem einmal vorhanden. Also Federschnellwechselsystem funktioniert tadellos, werde ich heute definitiv wieder einen Pluspunkt dafür geben. Benutzerfreundlich und relativ einfach zu erreichen, das Ganze. So, jetzt machen wir mit einem etwas ausführlicheren Punkt weiter und das ist einmal Akku einlegen, Platz für einen Akku, Akkugröße und vor allem Akkuüberwachung. Hier müssen wir leider einige Punkte einmal durchsprechen. Zunächst mal habt ihr natürlich Platz in diesem Modell, wie üblich einmal direkt in der Buffertube. Bedeutet, ihr bekommt eigentlich problemlos 1450 bis 1500 mAh 11,1 Volt Akkus einmal rein. So, die bekommt ihr auch rein. Allerdings gibt es ein kleines Problem, was man beachten muss. Das EFCS-System, was hier drin verbaut ist von Syma, funktioniert mit der Akkuüberwachung leider nur bei 7,4 Volt. Und 7,4 Volt Akkus machen halt nur 2/3 so viel Spaß wie ein 11.1er. Ist ein kleines bisschen schade, bedeutet, die Akkuüberwachung ist eben nur funktionstüchtig, wenn ihr einen 7,4 Volt Akku verwendet. Verwendet ihr einen 11.1er, dann funktioniert die Akkuüberwachung nicht mehr. Ist ein kleines bisschen schade. Hat sich Umarex auch schon überlegt, was man da macht, und dementsprechend haben sie mir extra nochmal so einen LiPo-Checker oder so einen LiPo-Warner einmal mitgesendet. So, das Ding kostet aber selbstverständlich einmal Platz. Und entsprechend haben sie nochmal 2 Akkus mit reingelegt, die ich fürs Video verwenden kann, hoffe ich, weil tun tue ich es nicht. Einmal ein LiPo mit 800, nee 900 hat er, nee, der hat 900, 11,1 Volt, 900 Milliampere-Stunden. 900 Milliampere-Stunden ist halt nix. Da seid ihr nach 1400, 1500 maximal Schuss, ist das Ding leer. Also finde ich nicht ganz so gut, der ist von der Kapazität her, wie gesagt, finde ich einfach zu klein. Da hättet ihr aber halt den Vorteil, da er einfach kompakter ist, bekommt ihr diesen LiPo-Checker problemlos einmal hinten mit in die Tube einmal rein und könnt dann auch die gesamte Schaftkappe, den gesamten Schaft einmal komplett bis Anschlag vorschieben. Wer jetzt den Schaft nicht komplett in der vordersten Position hat, sondern eine Position weiter hinten, der bekommt auch problemlos 1450 mAh mit 11,1 Volt da hinten einmal reingezimmert. Wie gesagt, ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. So, wir legen also einmal den Akku ein und das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Entweder ihr löst hier unten einmal den Hebel, dann zieht ihr die Schaftkappe nach hinten ab, oder ihr macht es ganz klassisch, geht einfach her, wie ich zum Beispiel, zieht hier unten und nehmt einfach den gesamten Schaft nach hinten ab. Und dann habt ihr hier letztendlich, euren gesamten Platz. Und wie gesagt, dieser 900er von Elite Force, diese 900 mAh 11,1 Volt, der passt da ganz easy da komplett rein und ihr habt da unheimlich viel Platz noch, um Steckverbindungen und auch den LiPo Warner oder den LiPo Checker
hinterher zu stopfen, natürlich. Aber wie gesagt, schiebt das Ding einfach nicht komplett bis Anschlag rein, der bekommt auch problemlos größere Akkus einmal rein. Wie gesagt, ich habe es mal umgerechnet, wir liegen hier bei einem Drain bzw. bei einem Verbrauch von ca. 0,55 mAh pro Schusszyklus. Bedeutet, 900 bekommt er da eh nicht raus, da ist bei maximal vielleicht 800 mAh ist er Feierabend. Wie gesagt, ca. 1400 bis 1500 Schuss. Und wenn der jetzt hergeht und einen anderen 11-1er nehmt, zum Beispiel so ein 1450, dann seid ihr halt schon bei 1000 Schuss mehr. Bedeutet, da bekommt er halt dann 2400 bis 2500 Schuss einmal raus. Und das ist halt eine Ansage. Nur eben der Punkt, wie gesagt, der geht halt nicht ganz so weit rein. Wie gesagt, geht nicht ganz so weit rein. Aber zum Beispiel bei dem hier bekomme ich jetzt trotzdem problemlos noch diesen LiPo-Checker einmal mit rein. So, also schauen wir uns mal ganz kurz an. Wie gesagt, der hier, dann nehmen wir den LiPo-Checker, weil 11,1 Volt ist leider nötig. Stecken wir den mal an. Boah, ist das Ding laut. So, und dann seht ihr hier einmal, ist gebalanced, alle Zellen sind einmal auf grün. Und wie gesagt, der passt da wunderbar noch hinten mit rein. Dann steckt ihr das ganze Ding einfach einmal an und dann hört ihr einmal das Piepen. So, piep, piep. So, Kabel, wie gesagt, Kabel und Stecker können wir neben den LiPo-Checker noch einmal hinterher stopfen. Und dann sieht es da hinten doch aufgeräumt aus. Ich meine, ja, natürlich, da habt ihr noch ein kleines bisschen Kabel. Aber dann stopft halt einfach den Schaft nicht komplett drauf. Wie gesagt, ich zeige es euch mal ganz kurz. Kräftig runterziehen. Einmal drauf. Und wie gesagt, ihr merkt ja selber, wo das Kabel... Das geht sogar ganz zu. Oh, jetzt bin ich überrascht. Habe ich gut eingelegt. Seht ihr, 1450 mAh, obwohl der LiPo-Checker drin ist, passt wunderbar einmal rein. Gestern hat es noch geklemmt. Vielleicht habe ich es nicht so sauber eingelegt gehabt. Also wie gesagt, 1450 11.1 passt perfekt. Würde ich definitiv empfehlen. So 900, das ist halt wirklich wenig. Und man muss natürlich auch dazu sagen, je geringer die Milliampere-Stunden bedeutet, je weniger Kapazität, desto geringer sind auch die Ströme. Bedeutet, die C-Rate ist dann geringer. Und der Motor kann nicht so schnell laufen. Dementsprechend, wie gesagt, 1400, 1450, 11.1, LiPo-Checker hinterher und fertig. So, bevor wir uns jetzt dann später das Ganze auch mal mit dem 7.4er nochmal anschauen, machen wir direkt gleich mal weiter mit dem Thema Ansprechverhalten und Klangbild. Das Klangbild ist für eine Knifte out of the box aus Kunststoff wirklich gut, muss man sagen. Hören wir uns das gleich an, da können wir überhaupt nicht mauern. Das Ansprechverhalten ist für einen vollgeladenen 11.1er ausreichend, muss man sagen. Ihr werdet es jetzt dann gleich merken, bedeutet, wir liegen hier auch bei einer Zyklenzeit von im Durchschnitt zwischen 76 und 80 Millisekunden. Das hatte letztendlich diese SSR4 mit einem 16:1er Gearset, war genauso bei 80 Millisekunden. Eine Standard Ares out of the box liegt genauso bei 80 Millisekunden. Also hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich nicht so spritzig wie jetzt ein 13:1er Gearset beim Super High Torque Motor, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ausreichend, würde ich sagen. Also, Akku ist drin, Mumpeln, vorbereitet, 0,25. Hören wir uns das Ding mal an und ich werde wieder einmal auf einen Karton schießen und das Klangbild, bis in den Klang direkt einmal übers Richtmikrofon einmal aufnehmen. Also, hören wir es uns an. Einwandfrei, würde ich sagen, oder? Also vom Klang her, wie gesagt, für eine Kunststoffknifte, dafür, dass wir wartet mal. So, jetzt da. Für eine Kunststoffknifte, dafür, dass wir Standard Cyma-Gears drin haben mit 18:1, kein fancy Super High Torque Motor haben, finde ich, ist das Ding vollkommen in Ordnung. Das EFCS funktioniert auch mit diesem 1400er 11.1, es raucht euch nicht ab, auch wenn ihr schneller triggert. Der Motor wird nicht brutal heiß oder sowas. Es funktioniert einfach. Der Klang natürlich, wir haben halt wieder Kunststoff und das kennt ihr auch von G&G. Diesen Kunststoff nimmt man im Klang einfach wahr. Der lässt sich halt nicht weglöschen. Da braucht ihr halt eine Aluminiumversion, wenn ihr das schöner haben wollt. Bedeutet, ja, der Klang, der Aufprall ist ein kleines bisschen heller, da sich eben alles ein bisschen auf diesen Kunststoff überträgt. Das hat man bei allen Kunststoffwaffen. Aber dennoch, die Gears sind in Ordnung, sind jetzt nicht großartig laut oder nicht wirklich laut, kein riesengroßes Kreischen. Das ist für 250 €. Ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Also mit 11.1 würde ich sagen, kann man das Ding definitiv einmal übers Spielfeld prügeln. Mit 7,4 Volt, wie vorhin schon angesprochen, macht es nicht ganz so viel Spaß, da natürlich der Zyklus deutlich langsamer ist. Hier jetzt einfach mal zum Vergleich 7,4 Volt Akku einmal drin.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich würde definitiv immer 11,1 Volt nutzen. Kleines bisschen schade, dass die Akkuüberwachung dann nicht funktioniert und ihr eben so einen kleinen LiPo-Warner oder LiPo-Checker da hinten noch einmal mit einlegen müsst. Aber wie gesagt, es ist keine große Kunst. Ihr müsst euch da nicht irgendwie quälen, dass ihr da alles reinbekommt. Das funktioniert schon. Also 11,1, 1300 bis 1450 passt wunderbar rein. LiPo-Checker hinterher und fertig ist das Ding. Dann lasst uns auch heute wieder ganz kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität einmal sprechen. Ihr seht, ich habe wieder einige Magazine für euch ausprobiert. Sprechen wir mal alle durch, was passt vielleicht nicht. Zunächst mal im Lieferumfang habt ihr ein Standard-Stahlblech-Magazin, Midcap-Magazin von Syma einmal enthalten. Ist letztendlich, wie gesagt, das stinknormale Midcap, das man bereits kennt, 160 Schuss und halt das Ganze jetzt mit Laserung drauf. Für die Laserung bezahlt ihr letztendlich 3 Euro mehr, macht den Bock jetzt nicht unbedingt fett. Also wie gesagt, 160 Schuss Midcap von Syma, Stahlblech, Qualität in Ordnung, Innereien, alles aus ABS-Plaste. ABS funktioniert tadellos. Ich würde gegebenenfalls bei allen Magazinen so oder so, bei allen Midcaps nicht unbedingt immer randvoll machen. Ansonsten kann diese Feder da innen drin relativ schnell verschleißen und verdrückt werden. Also ich mache normalerweise, selbst wenn 150 reingehen, mache ich vielleicht 120 immer rein. Wie gesagt, dann hat die Feder einfach noch ein bisschen mehr Spiel und ein bisschen Luft und verschleißt nicht so schnell. Würde ich hier auch vielleicht einmal beachten. Wenn ihr das Original HK-Magazin haben wollt von Syma, also mit Markings drauf, bekommt ihr das zum Beispiel aktuell beim Ostheimer, habe ich es gesehen, für 15 Euro. Und wie gesagt, ohne Markings kostet dann halt irgendwas mit 12,50 oder sowas. Und wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob ihr Markings braucht oder eben nicht. Also das ist vollkommen in Ordnung, Qualität gut, Fide hervorragend und eins im Lieferumfang enthalten. So, Originalmagazin vom Sitz ist er ebenfalls sehr, sehr gut. Bedeutet, das ganze drum sitzt anständig einmal Magazinschacht drin, rastet sauber ein, hat minimal ein ganz kleines bisschen Luft, aber lässt sich problemlos wieder einmal lösen. Automatisch droppen tut's aber nicht. So, alle Magazine, die kompatibel sind und ebenfalls problemlos feeden. G&G Tinted Magazin mit langem Follower. Oh, wunderbar. Passt hervorragend einmal dazu und droppt sogar automatisch. Sehr gutes Magazin. Dann sogar ICS, was normalerweise in den seltensten Fällen einmal funktioniert in dieser HK4 17A5 Sportsline ebenfalls tiptop. Wenn ihr also ICS-Magazine habt, funktionieren. Ebenfalls sehr günstiges Airsoft System Magazin, das müsst ihr mit ein bisschen Liebe reinklopfen. Dann geht's. Legt es nur ganz leicht rein, dann hakt oben der Magazinhalter nicht an. Hakt sauber ein, dann funktioniert auch dieses problemlos. Und selbstverständlich auch die alten PTS, EPMs 150 sitzen sauber drin, lösen einwandfrei, feeden hervorragend. Auch E&L, Standard Stahlblechmagazin von E&L, also auch ein Midcap, funktioniert ebenfalls tadellos. Dann haben wir hier ebenfalls eben Standard Syma Magazin. Natürlich, klar, ist es exakt das gleiche Magazin wie dieses hier, was im Lieferumfang enthalten ist, nur ohne Markings drauf, funktioniert natürlich auch. Und auch dieses Magazin funktioniert, und da weiß ich schon wieder nicht, was es ist. Funktioniert, das ist irgend so ein PMAC-Klon mit einem transparenten Kunststoff innen drin. Das könnte ein A&K sein. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß es echt nicht. Also PMAC, transparenter Kunststoff innen drin, keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr. So, dann habe ich hier zwei Magazine, die leider nicht so gut funktionieren. Das ist einmal das Lonex Magazin, 200 Schuss Midcap. Das passt zwar sehr, sehr gut in den Magazinschacht rein, sitzt aber sehr fest. Bitte zum Lösen müsst ihr ein bisschen Acht dran reißen. Also habt ihr schon welche, ja, dann könnt ihr sie verwenden, wirklich empfehlen. Zum Nachkaufen würde ich sie jetzt nicht unbedingt, Lonex. Und was gar nicht passt, sind die PMAX von E&C, zum Beispiel aus der Honey Badger. Die sitzen viel zu straff, die bekommen dann nicht mal hoch. Ja klar, wir könnten es jetzt reinprügeln bis zum Anschlag, aber dann bekomme ich es wahrscheinlich nicht mehr raus. Also wie gesagt, Lonex und E&C würde ich definitiv nicht empfehlen. Alle anderen Magazine sind wirklich ohne Probleme einmal kompatibel in dieser schönen HK416 Sportsline. Dann schauen wir uns selbstverständlich auch heute wieder einmal die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und vor allem auch die Materialien im Detail an. So, wir beginnen vorne. Habe ich euch vorhin schon gesagt, Mündungsbremse bzw. Mündungsfeuerdämpfer ist hier leider nur aus Kunststoff gefertigt und seitens Syma leider auf dem Aluminiumrohr einmal verklebt. Also Gabelschlüssel nehmen oder Multitool AA15 und hier kräftig einmal einhaken und ein bisschen immer hin und her. Dann hört es immer so ein bisschen knacken und krachen und irgendwann ist der Kleber dann lose und ihr könnt die gesamte Mündungsbremse hier einmal abschrauben. Finde ich seitens Syma leider nicht so gut umgesetzt, warum man hier die Mündungsbremse
einmal verklebt. Finde ich sehr, sehr schade. Auch eine Mündungsbremse aus Aluminium hätte es hier leider, hätte es hier eigentlich auch getan. Hier hat man also leider ein kleines bisschen Geld gespart. Vor allem, wenn ihr mal von unten reinschaut, da ist sogar so ein kleines Loch für einen Gewindestift einmal vorhanden. Vermutlich wäre aber das Gewinde dann relativ schnell einmal ausgerissen in diesem Kunststoff. Wäre aber dennoch möglich gewesen, das Ganze zu fixieren, ohne es zu verkleben. Also hier ein kleines bisschen schade, werde ich heute vermutlich auch einmal als Kritikpunkt aufnehmen, denn so eine verklebte Mündungsbremse oder Mündungsfeuerdämpfer geht meiner Meinung nach leider nicht in Ordnung. So, das ist aber auch eigentlich ist der einzige Schnitzer, was an der Waffe sich Syma geleistet hat. Der Rest ist wirklich sehr gut einmal umgesetzt. Zum Beispiel, wie gesagt, das Rohr. Das gesamte Rohr ist letztendlich zweiteilig, wie bei der SSR4 zum Beispiel auch das letzte Mal im Video. Aber in der Aufnahme innen drin erstmal sehr, sehr fest fixiert, also kein Spiel drin. Und zusätzlich die Gasabnahme im inneren Bereich ebenfalls nochmal mit dem Vorderschaft verbunden. Bedeutet, ihr habt hier vorne absolut null Spiel auf dem Rohr drauf. Wird also komplett einmal sauber und gerade geführt und gehalten. Finde ich von der Umsetzung einfach klasse, haben sie gut gemacht. Ebenfalls Gasabnahme, wie gesagt, ihr seht ja gleich nochmal in der Nahaufnahme, ist sehr schön nachgebildet und auch hier vorne die Gasabnahme einmal zum Einstellen. Gut, braucht man jetzt nicht, hat keine Funktion, aber es ist dennoch schön, dass es hier anständig einmal nachgebildet wurde. Wenn wir dann den Vorderschaft einmal abziehen, dann seht ihr einfach, wie schön das Ganze ebenfalls bei dieser doch sehr günstigen Waffe einmal nachgebildet wurde. Bedeutet, hier ist man nicht einfach hergegangen und hat dann Geld gespart und irgendwie innen drin gar nichts gemacht, sondern hier einfach die Gasabnahme ebenfalls schön nachgebildet. Da lege ich auch ein bisschen Wert drauf, muss ich sagen, denn bei der SSR4 einfach nur ein Alurohr ohne Gasabnahme, ohne Gasrohr, sah doch ein bisschen nackig aus. Wie gesagt, für einen Einsteiger ist es relativ wurscht, aber ich denke mal, die meisten von uns oder auch von euch legen hier ebenfalls einmal Wert drauf. Hier im vorderen Bereich könnt ihr es jetzt nochmal sehen an der Gasabnahme. Hier habt ihr eben dieses Nut- und Federsystem. Quasi hier einmal mit dieser Rundung hinten dran. Und wenn ihr euch dann den Vorderschaft einmal anschaut, wie zeige ich den jetzt? Weiß ich nicht, ob man das erkennen kann. Da seht ihr vielleicht vorne auch jetzt eben diese Stege einmal raus. Und diese Stege fahren eben hier direkt einmal in diese Nut rein. Und dann wird das alles wunderbar miteinander verbunden vorne. Also hier technisch einfach gut umgesetzt. So, und selbst wenn das jetzt hier nicht mit dem Vorderschaft verbunden ist, seht ihr hier einmal euer Aluminiumrohr und hier hinten wird das Ganze eben in die Aufnahme einmal verschraubt. Da habt ihr im unteren Bereich 2 Schrauben, hier oben eine Schraube. Und ihr habt eben hier kein Spiel drin. Bedeutet, das sitzt einfach press und sauber einmal drin. Bedeutet, ihr könnt da rumknödeln, wie ihr wollt. Ihr habt da kein Spiel. Und so muss es sein. Also hier auch die Passgenauigkeit vom Outer, auch wenn er zweiteilig ist, einfach gut umgesetzt. Das Ganze von der Toleranz oder von der Passgenauigkeit. Die Barrel Nut ist dann natürlich nicht aus Stahl, diese Standard einmal aus Aluminium gefertigt. Dann haben wir selbstverständlich den gesamten Vorderschaft, wie vorhin schon angesprochen, einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Bedeutet hier ebenfalls Polyamid mit Glasfaseranteil und dadurch der Kunststoff aber sehr hart oder eben keine Flexibilität drin. Also ihr könnt jetzt nicht hergehen und könnt das ganze Ding irgendwie zusammendrücken oder sowas. Der ist also deutlich härter und solider wie noch bei der SSR4 zum Beispiel. Kommt also zum Beispiel sehr, sehr nah an eine G&G einmal ran. Auch von der Oberfläche könnt ihr es vielleicht sehen, da sieht man auch, dass der Kunststoff so einen leichten Schimmer einmal drin hat. Da sieht man so ein bisschen diesen Faseranteil oder diesen Glasfaseranteil. Wie gesagt, die Kunststoffqualität ist hier wirklich, wirklich gut bei dem Modell, obwohl es günstig ist. So, dann wird das Ganze natürlich über mehrere Positionen einmal verbunden. Nicht nur natürlich hier vorne, habe ich euch gerade gezeigt, Nut- und Federsystem. Dann wird es natürlich auf die Barrel Nut aufgepresst. Dann habt ihr ebenfalls bei einer 416 hier oben in der Rail nochmal ebenfalls dieses Nut- und Federsystem, damit es einfach sauber zusammenpasst. Und dann habt ihr letztendlich im unteren Bereich einmal diese Quetschung hier. So kennt das eben. Und durch diese ganzen Positionen sitzt das Ding einfach hervorragend dran. Ihr habt hier kein Riesenspiel, dass das Ding irgendwie hin und her schwabbelt oder hin und her wackelt, sondern es wird einfach anständig gehalten. Auch wenn es eine Kunststoffwaffe ist, so muss das definitiv einmal sein. Kleines bisschen schade, dass die einzelnen Positionen in der Pick-Rail hier nicht in weiß irgendwie gefüllt wurden mit Farbe. Die sind halt letztendlich einmal im Kunststoff eingeprägt. Wie gesagt, würde vielleicht noch ein bisschen geiler ausschauen, hätten sie die einmal in weiß gemacht. Da kenne ich mich aber nicht aus, ob das irgendwie technisch schwer zum Umsetzen ist oder sowas. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sind eingeprägt die einzelnen Positionen, aber halt leider nicht in weiß.
Komplette Receiver, Upper und Lower bestehen dann aus dem exakt selben Polyamid-Kunststoff, bedeutet auch hier PA mit Glasfaseranteil und auch hier von der Oberfläche, von der Passgenauigkeit, vom Material, von der Härte für den Preis wirklich gut. Da kann man nicht schimpfen, definitiv nicht. Auch hier kann man es nochmal vielleicht schön sehen im Licht, diesen ganz leichten Schein von diesem Kunststoff. Die Oberfläche ist sehr, sehr schön, so ganz leicht ein bisschen Struktur drin, leicht aufgeraut, so ganz leicht ein bisschen körnig. Fühlt sich einfach gut an. Wie gesagt, Haptik vollkommen in Ordnung, Qualität sehr, sehr gut und auch die Passgenauigkeit vom Receiver ist ebenfalls sehr gut. Bedeutet, wenn ihr mal den Pin da vorne rausmacht und die beiden Receiverhälften voneinander trennt und es wieder zusammenbaut, dann müsst ihr doch mit sehr viel Kraft das alle mal zusammenpressen und den Pin dann einmal reinklopfen. Und wenn der Pin drin ist, dann ist er drin. Bedeutet, da habt ihr absolut null Spiel mehr da vorne im Receiver einmal drin. Also auch wenn es Kunststoff ist, es passt einfach. Also auch hier von der Toleranz, von der Passgenauigkeit, wirklich klasse. Wirklich, wirklich klasse, gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis. So, Staubschutzklappe findet ihr hier einmal leider nur aus Kunststoff vor, nicht irgendwie aus Stahlblech oder sowas. Ist aber auch, wie gesagt, kann man für den Preis nicht wirklich erwarten. Dementsprechend in Ordnung, einmal aus Kunststoff. Und die Bedienelemente, wie vorhin auch schon angesprochen, selbstverständlich komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet vom Schützen aus auf der rechten Seite wunderbar einmal euer Feuerwahlhebel, funktioniert tadellos und das Ganze selbstverständlich vom Schützen aus auf der linken Seite. Auch hier seht ihr vielleicht beim Umschalten, auch hier in den Feuerwahlhebeln so gut wie kein Spiel einmal drin. Bedeutet, es sind vielleicht 0,2 mm, wenn überhaupt ein ganz, ganz kleines bisschen Spiel. Aber so von diesem Zahnradsystem innen drin ebenfalls sehr passend einmal umgesetzt. Bedeutet nicht so wie bei manchen VFC-Knöpfen, dass ihr den Feuerwahlhebel vom Schützen aus rechts da irgendwie 3 mm hin und her schwabbeln könnt oder sowas, weil sehr viel Spiel drin ist. Nein, das passt einfach. Wie gesagt, es funktioniert tadellos. Magazinhalter ist dann Standard, selbstverständlich auch beidseitig nutzbar. Einmal vom Schützen aus auf der rechten Seite, wunderbar natürlich Standard AR-15 zum Erreichen. Und ebenfalls das Ganze vom Schützen aus auf der linken Seite vorzufinden. Da kommt er auch wunderbar einmal ran und natürlich mit Funktion. Dann habt ihr es vorhin vielleicht auch schon gesehen zum Hop-Up einstellen. Sogar bei diesem günstigen Modell haben wir einen Bolt-Stop oder einen Verschlussfang einmal drin. Bedeutet Spannhebel einmal zurück. Unser schönes Verschlussblech mit HK-Logo einmal drauf. Arretiert sauber und ihr kommt wunderbar einmal hier an das Einstellrädchen von unserem Hop-Up-Rad oder von unserem Hop-Up-System einmal ran. Und könnt hier rüber einmal mit dem Fingernagel den Hop einmal einstellen. Wie gesagt, funktioniert auch tadellos und selbst bei dem günstigen Modell das Ganze mit Funktion und beidseitig natürlich zu benutzen oder zu verwenden. Es gibt ein kleines bisschen Federklingeln, das hört ihr jetzt gleich. Moment. Ich hoffe, man konnte im Mikrofon ein kleines bisschen hören. Bedeutet beim Entspannen oder beim Loslassen des Verschlusses oder Fake-Verschluss klingelt hier oben wieder ein kleines bisschen die Feder innen drin vom Spannhebel. Bedeutet, hier könnte man wieder ein relativ zähes Fett einmal auftragen, innen drin auf die Feder oder ein kleines bisschen Schaumstoff in die Feder einmal reinstopfen, falls euch dieses Federklingeln ein bisschen auf den Zeiger gehen sollte. Wie gesagt, haben wir bei sehr, sehr vielen Kniften, lässt sich schnell beheben das Ganze. Auch die Markings hat Syma sehr gut umgesetzt, bedeutet hier vom Schützen aus auf der linken Seite, einmal hier oben zunächst mal ganz klein, einmal HK drin. Und ihr seht, die gesamten Markings sind jetzt hier nicht irgendwie aufgedruckt, einfach nur mit Farbe, sondern die sind direkt in der Kunststoffform quasi mit eingeprägt. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn dadurch ergibt sich eben bei dieser Prägung wird der Kunststoff glatt. Bedeutet, die ganze Oberfläche von dem Receiver ist eigentlich so schön, hat so eine schöne, angenehme Struktur einmal drin. Aber die Markings sind von der Fläche dann wiederum einmal glatt. Und es sieht einfach klasse aus bei einer Kunststoffwaffe. Also auch hier mit den Markings, das hat ebenfalls Syma wirklich gut umgesetzt, muss man sagen. Auch hier könnt ihr es jetzt sehen, hier haben sie es eben gemacht beim Feuerwahlhebel im Vergleich zum Vorderschaft. Hier haben sie eben in diese Vertiefung, haben sie eben einfach Farbe reingefüllt oder irgendwie bedruckt oder so. Hier also das Ganze mit Farbe, wäre am Vorderschaft ebenfalls noch schön gewesen. Sieht klasse aus, wie gesagt, da können wir überhaupt nicht schimpfen. Und hier seht ihr eben jetzt nochmal die Bedienelemente vom Schützen aus auf der linken Seite. Hier Magazinhalter funktioniert tadellos und natürlich der große, bekannte Verschlussfanghebel von der 416 ebenfalls vorhanden. Der Abzugsbügel ist dann wieder so für den Winter gedacht, bedeutet auch für dicke Handschuhe hier sehr viel Platz und dementsprechend der Abzugsbügel hier einmal in so einem Schwung. Also nicht wie bei einer Standard AR-15, dass er einfach gerade rüber geht unten am Receiver, sondern hier das Ganze einfach mit so einem Radius einmal dran. Dadurch etwas mehr Platz
einmal am Abzug vorhanden, gerade wenn man etwas dickere Finger hat und zusätzlich im Winter noch Handschuhe einmal trägt. Also sehr viel Platz am Abzug vorhanden. Der Abzug läuft dann einmal im inneren Bereich über einen Mikrotaster. Bedeutet, wir haben zunächst einmal eine ganz normale mechanische Sicherung drin. Ihr seht, das Ding steht jetzt auf sicher. Wir können den Abzug circa 3 bis 4 mm einmal nach hinten drücken, aber dann fährt er einmal in die Sicherung rein. Wenn wir das Ganze dann einmal auf Einzelfeuer umschalten, dann ist der Abzugsweg bis ganz nach hinten. Bedeutet, auch bei diesem EFCS-System kommt der Mikrotaster komplett hinten auf Anschlag. Ihr könnt also quasi den Taster hinterstellen und könnt dann das Ganze hier halten und ganz fein im hinteren Bereich bei den hintersten vielleicht 3-4 mm einmal feuern. Ist letztendlich genauso umgesetzt wie bei vielen anderen mechanischen EFCS-Systemen. Pistolengriff brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber zu schwätzen. Er ist zunächst mal von der Qualität sehr gut nachgebildet oder sehr gut umgesetzt. Auch hier Polyamid-Kunststoff verwendet. Auch hier von der Spritzgussnaht oder von der Naht, von der Spritzgussform perfekt. Diese Naht ist zwar sichtbar, aber absolut nicht störend. Bedeutet, selbst wenn ihr da mit dem Fingernagel drüber fahrt, habt ihr hier keine große Kante oder sowas drin. Also das ist vollkommen in Ordnung von der Qualität. Auch die Passgenauigkeit am Receiver, wie er einmal anliegt, seht ihr hier einmal perfekt und natürlich wird das Ganze sauber mit der Gearbox verschraubt. Also auch hier Pistolengriff tipptopp einmal umgesetzt. Dann können wir im hinteren Bereich der Waffe gleich weitermachen. Hier haben wir Aufnahme für einen Trageriemen, einmal vom Schützen aus links wie auch rechts vorhanden. Einfach einhaken, das Ganze passt wunderbar, schön groß dimensioniert. Aber die Platte hier nicht aus Stahl, sondern nur aus Zink gefertigt. Die Waffe wiegt jetzt nicht so viel, dass eben eine Kunststoffversion ist. Dementsprechend denke ich mal, das ist in Ordnung. Solltet ihr vielleicht mal nach 2 Jahren feststellen, dass sich das Material hier ein bisschen ausnudelt und dünner wird, dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr die mal ersetzt durch eine aus Stahl. Ansonsten, wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich es jetzt nicht kritisieren. So, Castle-Nut erweitert 416A5 oder 416, klar einmal aus Aluminium gefertigt und die gesamte Buffer-Tube ebenfalls einmal aus Aluminium. Auch ist diese zu anderen Schäften problemlos kompatibel, denn wir haben hier Standard-Syma-Maß. Bedeutet, wenn ihr andere Schäfte habt zum Draufschieben, wie jetzt irgendwie so ein Sop-Mod-Schaft oder sowas, habe ich bereits ausprobiert, passt hier problemlos einmal drauf. Also hier keine Sondermaße oder sowas. So, der Schaft hinten ist ebenfalls von der Qualität hervorragend, bedeutet auch hier selber Kunststoff verwendet wie am Receiver und am Vorderschaft. Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil, wunderschöne Optik, wunderschöne Haptik, einmal auch so ganz leicht ein bisschen aufstrukturiert oder so ganz leicht ein bisschen körnig. Fühlt sich also super an, auch die Verarbeitungsqualität tipptopp, kann man auch nicht schimpfen. Aufnahme, Trageriemen hier einmal zum Durchziehen und hier unten seht ihr nochmal richtig schön klein eingeprägt das HK-Logo. Der ganze Schaft läuft auf der Buffer-Tube hervorragend, da können wir gar nicht schimpfen, auch mit einem kleines bisschen Widerstand und entsprechend hat er auch im voll ausgezogenen Zustand so gut wie kein Spiel. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, da habt ihr vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 3 mm, 4 mm, ein ganz, ganz kleines bisschen Luft nur drauf. Also auch das ist von der Passgenauigkeit wirklich sauber umgesetzt. Können wir nicht maulen. Und hier hinten ebenfalls Schaftkappe. Diese ist einmal komplett aus Gummi gefertigt. Und dann seht ihr auch hier letztendlich der Gummi zwar sehr, sehr hart oder ein relativ harter und robuster Gummi sozusagen, aber da habt ihr ebenfalls diese Löcher hier drin. Und aufgrund der Löcher wird das Ganze etwas weicher. Bedeutet, wie gesagt, ihr könnt ihn richtig schön einmal zusammendrücken. Aber der Gummi an sich ist dennoch sehr hart von der Oberfläche. Also auch hier hat das ganze Syma meiner Meinung nach einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut umgesetzt. Mensch, kann man auch wieder nicht schimpfen. Dann möchte ich auch noch ganz kurz auf das Thema offene Visierung bzw. Chemikorn einmal eingehen. Werden zwar die wenigsten einmal nutzen, klar, die meisten werden sich einen Red Dot draufknallen und gut ist, aber auch das ist von Syma für den Preis recht anständig einmal nachgebildet, würde ich sagen. Bedeutet, hier vorne seht ihr wieder einmal Korn zusammen mit dem Kornträger richtig schön sauber in die Top Rail oder in die obere Pick Rail einmal eingearbeitet und könnt ihr dann einmal aufklappen. Und dann sitzt das Ganze hier im aufgeklappten Zustand einigermaßen anständig einmal dran. Das ganze Teil hier ist einmal aus Zink gefertigt, das gesamte Korn vorne. Zack, einmal wieder zuklappen und dann wird es über eine Feder, wird das Ganze einmal unten gehalten. Wie gesagt, hier einfach zum Aufklappen.
Auch die Lochkimme hinten zusammen mit dem QD-System haben sie recht schön einmal umgesetzt, kommt aber natürlich an die VFC-Version leider nicht ran, denn die Lochkimme könnt ihr nicht in der Höhe einmal einstellen. Der gesamte Block und auch das QD-System sind komplett einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, bedeutet, ihr könnt das Ganze vom Schützen aus auf der linken Seite ganz normal wie bekannt einmal zurückziehen und dann den ganzen Block letztendlich einmal wegnehmen oder abnehmen, wenn ihr sie nicht benötigt. Das funktioniert, wie gesagt, das funktioniert tadellos, da würde ich jetzt nicht großartig rummaulen, aber wenn ihr natürlich Lochkimme einmal aufklappt, dann könnt ihr hier die Höhe nicht einstellen, also es ist letztendlich fest. Nur die Seiteneinstellung hier über das seitliche Rädchen ist letztendlich einmal möglich. Aber wie gesagt, günstiges Modell, Rotpunkt drauf oder Leuchtpunktvisier drauf und fertig. So Leute, dann gibt es auch heute einen kleinen Demontageteil. Ich weiß, es ist eine Standard AR-15, wenn die meisten auseinanderrupfen können. Dass sich dieses Video aber vermutlich relativ viele Einsteiger einmal anschauen werden, möchte ich dennoch ganz kurz im Detail darauf eingehen, wie man einmal dieses Modell auseinanderbaut. Wenn ihr irgendwann mal nach einem Jahr einfach mal eine Wartung machen wollt, wisst ihr einfach Bescheid oder könnt einfach kurz in das Video reinschauen und euch das Teil einfach mal im Detail anschauen, wie man es auseinanderbaut. So, wir nehmen die 416 einmal komplett auseinander. Bedeutet, wir fangen hier vorne mal beim Vorderschaft an. Habt da so eine fette Schraube einmal drin, braucht dann 5 mm Inbus und dann könnt ihr diese Klemmung oder diese Quetschung hier einmal lösen. Das sind 2 Bauteile, sitzt so einmal letztendlich zusammen später. Legt ihr einfach zusammen auf die Seite. So, und jetzt aufpassen, wir können das so noch nicht abziehen im Vergleich zur VFC oder zur Aluminiumversion, denn ihr habt hier unten am Vorderschaft nochmal eine kleine Schraube drin. Die muss ebenfalls einmal raus. Andernfalls könnt ihr das eben nicht lösen. So, dann ziehen wir uns das ganze Ding einmal raus, denn hier wird letztendlich das Ganze miteinander verbunden. Quasi einmal, ja, so sitzt das Ganze später dann einmal drin. So, und jetzt habt ihr noch die Arretierung hier oben letztendlich am Receiver, wie man es kennt. Bedeutet, ihr müsst ein bisschen mit Schmackes noddeln, denn sonst geht hier nichts einmal runter. So, Vorderschaft einmal abgezogen und dann seht ihr hier bereits einmal den vorderen Aufbau. Hier, wie vorhin schon angesprochen, Gassystem. Sehr, sehr schön nachgebildet, auch für den doch recht günstigen Preis, muss man einmal sagen. Wenn ihr jetzt die Barrel Nut noch lösen wollt, quasi hier das Bauteil hier, AR-15 Tool hernehmen, hier einmal einhaken, lösen, das ganze Standardgewinde, also kein Linksgewinde, sondern Rechtsgewinde, lösen, dann könnt ihr das Ganze hier einmal öffnen. Und wie vorhin auch schon angesprochen, wir haben hier zwar ein zweiteiliges Rohr, bedeutet hier nicht einteilig wie bei teureren Modellen, aber hier das Ganze wirklich sauber von Syma zusammengesetzt, bedeutet, das sitzt wirklich perfekt in dieser Aufnahme drin, ist glaube ich sogar verklebt, denn ihr habt da so eine rote Grütze drin, also Schraubensicherung. Dementsprechend hier einmal zum Vergleich zum Beispiel SSR4, hier wirklich sauber, also so wird das Ganze wirklich perfekt zusammengebaut. Kein Spiel, links, rechts, hoch, runter, sauber miteinander verbunden das Ganze, so wünscht man sich das. So, dann lasst uns Upper und Lower voneinander zunächst mal trennen. Bedeutet, wir müssen die vordere Schraube hier einmal lösen. Da braucht man Dreier. Ja, müssten Dreier sein, glaube ich. Wartet mal, ja, 3 mm, genau. So, und das Zeug, der Receiver ist wirklich unheimlich fest miteinander verpresst. Bedeutet, Schraube einmal lösen und dann werdet ihr diesen Pin ein klein wenig rausklopfen müssen. Denn wie gesagt, der sitzt wirklich unheimlich press drin, ist aber auch wichtig, denn ist der nicht so press, hättet ihr Spiel drin zwischen den beiden Receiver-Hälften. Also klopfen wir den Pin einmal raus. So, Pin einmal gelöst und jetzt können wir Upper und Lower Receiver bereits voneinander trennen. Hier müsst ihr nur aufpassen, da dieses Modell über einen funktionstüchtigen Verschlussfang bzw. Bolt Catch verfügt. Einmal auf der Seite, habe ich vorhin schon mal gezeigt, müsst ihr diesen runterdrücken. Ansonsten klemmt das Ganze ein bisschen. Das kennt ihr auch von anderen Syma-Kniffen, von der Nova oder sowas. Bolt Catch runterdrücken und dann könnt ihr Upper und Lower einmal auseinanderziehen letztendlich. So, und wenn ihr wollt, können wir natürlich auch hier einmal das Hop-Up-System ebenfalls einmal entfernen. So, hier Hop-Up-Kammer zusammen mit unserem Lauf. Wenn ihr die Hop-Up-Kammer auch noch öffnen wollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein verschlissenes Hop-Up-Bucking oder den Hop-Up-Gummi einmal ersetzen wollt, weil er einfach durch ist, müsst ihr hier einmal diesen C-Clip lösen. Bedeutet, es ist der Clip hier einmal drin, der hält letztendlich den gesamten Lauf in der Hop-Up-Kammer. Geht ihr mit einem kleinen Schlitzschraubendreher rein und hebelt den C-Clip etwas raus. So, und da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen,
dass ihr den nicht einmal abbrecht, denn der sitzt bei Syma relativ press einmal drin. So, zack, einmal raus damit. Hier also einmal der C-Clip dazu. Und dann können wir ebenfalls einmal unseren Lever hier oben letztendlich einmal rausnehmen, damit wir an den Tensioner rankommen. Einfach hier hinten diesen Pin einmal kräftig durchdrücken und dann könnt ihr nämlich gesamten Lever hier einmal entnehmen, zusammen mit dem Tensioner unten dran und ebenfalls einmal den gesamten Lauf. Können wir jetzt auch raus. Ja, hier vorne, das löst sich, Gott sei Dank. Ich dachte, es ist stärker verklebt, aber nein, löst sich wunderbar. Hier vorne wieder diese Schraubensicherung von Syma. Kennt man mittlerweile, verwenden sie immer recht gerne, um das Ganze eben abzudichten und zu verbinden. Einfach lösen und dann könnt ihr gesamten Lauf zusammen mit dem Bucking einmal rausnehmen. Die Hop-Up-Kammer müsste uns einmal bereits bekannt sein. Schauen wir uns später natürlich einmal im Detail an. Dann können wir gleich hinten mit dem Schaft einmal weitermachen, wie vorhin schon gesehen beim Akku einlegen. Bedeutet einmal komplett nach hinten fahren das Ganze. Jetzt mit sehr viel Schmackes das Ganze drum da hinten oder da unten, den ganzen Hebel kräftig runterdrücken und dann das Ganze nach hinten einmal komplett abziehen. Also hier, wie gesagt, einfach hier mit sehr viel Kraft einmal dran ziehen, dann bekommt dann ganz nach hinten weg. Dann müssen wir wie beim Federschnellwechselsystem wieder unseren sehr langen Inbusschlüssel einmal hernehmen, 4 mm, und müssen dann im inneren Bereich in der Buffer-Tube letztendlich diese kleine Zylinderkopfschraube wieder einmal lösen. Schraube im inneren Bereich gelöst, einmal rumdrehen, kräftig schütteln. So, jetzt dann kommt eben einmal die Schraube raus und dieser Halteblock. Hier müsst ihr später bei der Montage nur darauf achten, dass ihr dieses Teil gerade einmal reinsetzt, damit die Kabel letztendlich hier unten in der Aussparung laufen. Das ist wichtig. Also nicht, dass ihr irgendwie die Kabel da seitlich quetscht oder so. Die Kabel müssen hier einmal sauber in der Aussparung unten dann später einmal drin sitzen. So, und dann können wir auch die Buffer-Tube einmal abnehmen und ebenfalls die Endplate bzw. die Slingplate ebenfalls. Weiter geht es mit dem Pistolengriff und dem Motor. Hierfür, wie bekannt bei der HK 416, einmal hier unten reingreifen, das Ganze drum einmal drehen, diesen Arretierungsknopf hier, diesen Arretierungshebel drehen, einmal wegnehmen und dann seht ihr hier vorne 2 Schrauben drin. Diese beiden Schrauben einmal lösen. Beide Schrauben gelöst, könnt ihr den unteren Block oder die Abdeckung einmal langsam und vorsichtig kommen lassen, denn hier ist letztendlich einmal die gesamte Spannung vom Motor drauf. Ein bisschen die Federspannung. Bedeutet wirklich auch beim Schrauben, wenn ihr die Schrauben löst, am besten haltet es ein bisschen unten, drückt es ein bisschen runter, dann löst ihr die Schrauben und erst dann lasst ihr den Block einmal kommen. Wenn ihr da einfach nur so schraubt, dann kann es passieren aufgrund der Federspannung, dass ihr irgendwann mal die Gewinde im Kunststoff rausreißt, also kaputt macht. Dementsprechend drücken, losschrauben, dann kommen lassen. So, und dann könnt ihr das Ding einmal abnehmen. Dann können wir gleich den Motor rausnehmen. Schaut am besten direkt, wie es hier verkabelt ist. Ihr seht, beide Kabel Plus und Minus, also rot und schwarz, laufen im hinteren Bereich des Pistolengriffs nach oben. Und dann habt ihr Plus einmal im vorderen Bereich, läuft also hier einmal außen rum. Und genau so steckt ihr das Ganze später einfach wieder ein. Also einmal Plus lösen, kleinen Schraubendreher nehmen. So, einmal hier weg. Und einmal hier hinten haben wir dann einmal Minus. Das nehmen wir ebenfalls einmal weg. So, ein bisschen auf die Seite die Kabel und dann könnt ihr den Motor einfach einmal rausziehen. Dann können wir gleich wieder einen Kreuzschraubendreher hernehmen und können im inneren Bereich des Pistolengriffs beide Kreuzschrauben mit Flansch einmal lösen. Schrauben gelöst, den Pistolengriff einmal abziehen, nur hier ein kleines bisschen auf die Kabel bzw. auf die Stecker einmal achten. So, ein bisschen unten aus den Löchern rausfummeln oder rausfriemeln, hier ebenfalls. Und dann ist der Pistolengriff bereits einmal entfernt. Jetzt können wir die gesamte Gearbox bereits einmal entspannen. Bedeutet, wenn ihr vorne mal die Nozzle euch anschaut, da seht ihr, dass wir aufgrund des vorhin verwendeten 11,1 Volt Akkus doch ein bisschen Pre-Cocking einmal drauf hatten. Bedeutet, die Nozzle ist hier bereits einmal in der voll gespannten Position, also komplett einmal hinten. Und dementsprechend ist auch die Feder ein kleines bisschen vorgespannt. So sollten wir das Ganze nicht öffnen. Dementsprechend hier unten bei Syma wieder so ein kleines Fenster einmal drin in der Gearbox, wo ihr direkt einmal an den Anti-Reversal Latch
quasi einmal rankommt. Geht ihr einfach mit einem Inbus oder mit einem Schlitzschraubendreher einmal rein und hebelt den Anti-Reversal Latch einmal nach unten. So, zack, und dann ist die gesamte Gearbox einmal entspannt und die Nozzle entsprechend in der vordersten Position. Jetzt können wir bereits einmal unsere Feder rausholen, wie vorhin beim Federschnellwechselsystem einmal bereits gesehen. Hier verwende ich wieder einmal die ganz normale Schraube, die letztendlich hinten einmal in der Buffer-Tube drin war, bedeutet die 4 mm Schraube. Diese schraube ich mir jetzt einfach hier hinten einmal rein, damit ich den Spring Guide etwas besser packen kann. Habt ihr einen sehr großen Schlitzschraubendreher, dann wäre das auch mit diesem Schlitzschraubendreher einmal möglich. Wie gesagt, ich schraube jetzt einfach hier die Schraube rein, dann drücke ich den gesamten Spring Guide ein kleines bisschen rein, drehe diesen ein kleines bisschen, so weit, bis er einmal nach hinten rauskommt. So, einmal gesamter Spring Guide und die Feder einfach nach hinten einmal rausziehen. Wollt ihr jetzt das Modell bloß mit einem Joule spielen oder mit 1,4 Joule, ist es euch so entsprechend möglich, die Feder zu tauschen. Dann können wir gleich weitermachen und können einmal den hinteren Pin lösen, auch hier einen 3 mm Inbus. Und da müsst ihr ein bisschen schauen, der sitzt normalerweise relativ straff drauf. Bedeutet, ihr müsst das Ganze oder müsst den ganzen Pin auf der gegenüberliegenden Seite bei der ersten Demontage ein bisschen festhalten. Ansonsten dreht er einmal durch. Also hier ein bisschen dagegen halten auf der anderen Seite, dann einmal entfernen und dann einmal den Pin ganz normal einmal rausdrücken. So, Pin einmal entfernt und dann bleiben wir gleich auf der Seite und machen einmal unseren Verschlussfang hier vorne weg. Am besten einen kleinen Bit nehmen oder einen Stifttreiber und hier vorne einmal den Pin rausklopfen. So, da seht ihr auch, der ist im hinteren Bereich einmal gerändelt, damit er einmal gehalten wird. So, Pin raus und dann ebenfalls den Bolt Catch bzw. Verschlussfang einfach einmal rausziehen. Drehen wir das ganze Ding mal um und jetzt können wir gleich den Magazinhalter entfernen. Hierfür braucht man 1,5 mm Inbus und lösen einfach einmal diese Senkkopfschraube. So, die Schraube komplett gelöst, können wir den Magazinhalter einmal nach oben abnehmen. Ebenfalls die innenliegende Feder einmal raus und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls Magazinhalter entfernen. Bleibt letztendlich nur noch einmal der Pin übrig über dem Abzug, bedeutet dieser hier, und da müsst ihr aufpassen, den müsst ihr einmal nach links rausklopfen. Auch dieser ist auf einer Seite gerändelt, bedeutet wir klopfen diesen einmal nach links. Bedeutet hier einmal rüberklopfen, dann Pin rausziehen und da seht ihr eben, der ist auf der hinteren Seite einmal gerändelt, also dementsprechend immer in diese Richtung rausklopfen. So Leute, und jetzt wird es ein kleines bisschen strange, die Gearbox einmal rauszubekommen, denn das geht ein kleines bisschen anders wie sonst immer. Normalerweise würde man jetzt hergehen und würde einmal die beiden Feuerwahlhebel einmal entfernen. Gut, das ist jetzt hier auch zunächst mal möglich. Seht ihr, ihr könnt vom Schützen aus rechts Feuerwahlhebel einfach wegschrauben. Es bringt euch aber letztendlich nichts, denn das Zahnrad geht von innen nach außen. Bedeutet, ihr bekommt in dem Zustand hier dieses Zahnrad gar nicht gelöst. Und auf der gegenüberliegenden Seite müsst ihr ebenfalls aufpassen, dieser Feuerwahlhebel ist nicht von außen verschraubt. Seht ihr vielleicht, ich habe es auch schon probiert, das ist aber keine Schraube, sondern ist nur angedeutet. Bedeutet, der Feuerwahlhebel ist ebenfalls von innen verschraubt. Man kann diesen also nicht lösen. So, jetzt, wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir klappen zunächst mal die Gearbox ein bisschen raus im vorderen Bereich, bis einmal der Verschlussfang bzw. die Schraube für den Verschlussfang hier vorne einmal frei liegt. Dann lösen wir diesen zunächst einmal. Ist wichtig, damit wir jetzt dann gleich mit der Gearbox ein bisschen weiter nach vorne können. Andernfalls haben wir hinten Probleme, das Ganze aus den Zahnrädern einmal rauszubekommen. Also einmal hier die kleine Schraube lösen. Dann nehmen wir den gesamten Verschlussfang einmal ab. Und dann müsst ihr noch ebenfalls aufpassen, der ist eingeschimmt. Bedeutet, könnt ihr vielleicht sehen, hier sind ebenfalls noch zwei Schimmscheiben innen drin drauf. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir die jetzt nicht verlieren. Okay, so, und jetzt müssen wir die Gearbox mit relativ viel Kraft einmal nach vorne schieben und dann einmal hinten aushaken. So, ich probiere es mal, ob ich es das erste Mal schaffe. Das haut hin. So, zack. Also erst kräftig nach vorne und dann hinten einmal raus, bis die Kante hier oben an der Gearbox, die Schräge, hier hinten einmal rausrutscht. So, und dann können wir nämlich die Gearbox einmal aus dem Receiver bzw. aus dem Gehäuse entnehmen. So, und jetzt seht ihr, jetzt müsste das Zahnrad, genau, das Zahnrad hier ist jetzt einmal weggefallen. Dieses hier, das sitzt letztendlich später einfach nur hier innen drin, wieder in dieser Bohrung. Wie gesagt, lässt sich hier standardmäßig nicht demontieren. Aber gut, ist ja wurscht.
Gearbox ist einmal draußen. Dann zeige ich euch ebenfalls, wie ihr die Gearbox einmal öffnet. Ist wichtig einmal zu wissen, wenn ihr irgendwann mal eine Wartung machen wollt, wenn ihr nachschmieren wollt, Lager kontrollieren wollt, die Zahnräder bzw. die Gears kontrollieren wollt, sollte das jeder Airsoft-Spieler einmal wissen, wie man diese Knifte einmal öffnet. So, zunächst einmal, wie gerade schon gesehen, bei der Demontage habt ihr hier vorne einmal den Verschlussfanghebel dran. Der wird übrigens hier einmal in die Feder einmal eingehakt, später für die Montage, dann runtergedrückt und dann hier vorne wieder einmal verschraubt, damit der quasi über die Feder immer einmal nach oben gedrückt wird. So, und dann habe ich euch gesagt, sind so kleine Schimmscheiben drauf. Diese nehmen wir jetzt einmal vorsichtig ab, damit wir diese nicht verlieren. Das sind 2 Stück und die legt ihr euch am besten direkt zum Verschlussfang einmal zusammen auf die Seite und ebenfalls die kleine Feder legt ihr euch ebenfalls dazu auf die Seite. Später für die Montage wieder darauf achten, die Feder muss hier unten in das kleine Löchchen einmal eingehakt werden und dann hier oben über diesen kleinen Pin laufen, dass sie hier quasi einen Anschlag hat. So, die nehmen wir ebenfalls weg und auch das Zahnradsystem für unseren beidseitigen Feuerwahlhebel hier auf dieser Seite nehmen wir ebenfalls einmal weg. Da müsst ihr mit einem kleinen Schlitzschraubendreher am besten mal drunter gehen und dann vorsichtig das Ganze ein bisschen hochhebeln. Das sitzt relativ press. Also hier, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen außen rum gehen. Aber geht nicht mit zu viel Gewalt einmal vor. Ansonsten kann es passieren, dass ihr da irgendwie das Zahnrad eventuell beschädigt. So, das sitzt richtig gut straff. Entsprechend klopfen wir hier ein bisschen. So, einmal angelöst. Dann nehmen wir einen etwas größeren Schlitz und hebeln das Zahnrad eben vorsichtig. Ein kleines bisschen links, rechts. Überall ein kleines bisschen hoch, bis es sich einmal löst. So, seht ihr, kommt der Stift oder eben die Welle auch gleich noch mit raus. Und auf der gegenüberliegenden Seite fällt es jetzt einmal automatisch weg. So, jetzt können wir bereits die ganzen Schrauben lösen, denn die Gearbox haben wir ja vorhin bereits einmal entspannt und die Feder einmal entfernt. Bedeutet, hier haben wir jetzt letztendlich keine Federspannung mehr drauf, bis auf die Tappet Plate natürlich. So, beginnen wir hier vorne mal. Die erste kleine Kreuzschraube hier unten vom Safety Lever muss weg. Und dann letztendlich alle Kreuzschrauben, alle Senkkopfschrauben, die ihr hier außen einmal an der Gearbox sehen könnt. Sämtliche Schrauben einmal lösen. So, alle Schrauben gelöst, bleibt uns letztendlich nur noch dieser lustige Garantiesiegel oder dieses lustige Garantiesiegel hier vorne. Das schneide ich einmal auf, denn das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Das ist auch immer ein bisschen fragwürdig mit diesen Siegeln. Mein Gott, ich muss doch in der Lage sein, das Ding mal aufzumachen, mal nachzuschmieren, mal sauber zu machen, mal zu reinigen. Und dann muss ich so oder so das Siegel kaputt machen. Also das ist immer, naja, ich mag's nicht. Ihr kennt mich. So, also machen wir, Garantiesiegel ist offen und entsprechend können wir jetzt diese Gearbox einmal ein bisschen aufhebeln. Die sitzt zerpresst zusammen. Gehen wir ein bisschen vorne, ein bisschen hinten, ein bisschen drunter und hebeln einfach die Hälfte ein kleines bisschen hoch. So, dann sehe ich gerade, dass mein Anti-Reversal sich ebenfalls mitlöst. Bedeutet, den drücke ich hier einmal runter. So, Abzug ein bisschen festheben und dann können wir die gesamte Gearbox einmal öffnen. So, ein bisschen auf die Shims aufpassen, falls irgendwo noch Shims vorhanden sind. Nein, da ist keine Shim mehr drauf auf der Seite. Und hier ist eine vorhanden, da oben nicht. Okay, so, Abzug hält leider nicht. Der floppt automatisch mit raus. Anti-Reversal bleibt drin und entsprechend haben wir das ganze System jetzt einmal demontiert. An dieser Stelle direkt gleich einen kleinen Tipp einmal zur Montage. Wenn ihr die Gearbox einmal wieder einsetzt, geht genauso wie bei der Demontage, bedeutet auch wieder Gearbox reinsetzen. Dann einmal im reingebauten Zustand quasi einmal den Verschlussfang hier vorne installieren, schauen, dass das Ganze wieder gefedert ist. Und dann müsst ihr natürlich den Feuerwahlhebel einmal ausrichten. Bedeutet, ihr geht jetzt einmal her und schaut zunächst mal, dass der Feuerwahlhebel auf beiden Seiten in derselben Position ist. Bedeutet, solange ihr die Gearbox ein bisschen nach oben zieht und hier hinten quasi nicht übereinstimmt mit dem Loch, dann könnt ihr den Feuerwahlhebel einmal ausrichten. Jetzt geht er auf beiden Positionen, also links und rechts, ganz normal einmal auf Safe zum Beispiel oder auf Sicher und dann könnt ihr die Gearbox vollständig einmal montieren. Schaut, dass alles sauber einmal ausgerichtet ist. Und sobald ihr dann einmal den Pin reinsteckt da hinten, oder installiert und auch den kleinen Pin einmal von der Gearbox, dann ist der Feuerwahlhebel fertig installiert und passt auf beiden Seiten wieder überein. Also hier könnt ihr das Ganze eben dann entsprechend einmal ausrichten.
Auch heute schauen wir uns selbstverständlich einmal die gesamten Internals im Detail wieder einmal an. Wir sollten aber definitiv natürlich beachten, dass wir hier ein komplettes Lizenzmodell haben, welches ebenfalls beidseitig nutzbar ist mit Federschnellwechselsystem für 250 Euro. Bedeutet, auch hier muss man selbstverständlich bei den Internals kleinere Abstriche einmal in Kauf nehmen. Wie gesagt, schauen wir es uns einfach mal im Detail an und wir beginnen wieder einmal bei der Gearbox Shell und bei der Lagerung. So, die Gearbox Shell ist zunächst mal eine stinknormale V2 Gearbox mit Federschnellwechselsystem, einmal im hinteren Bereich. Habt ihr gesehen, aufgrund des Kunststoff-Receivers oder des Polyamid-Receivers. Das Ganze aber nicht wie zum Beispiel bei der Nova irgendwie geschraubt. Das würde natürlich nicht funktionieren. Dementsprechend hier der Spring Guide vom Federschnellwechselsystem einmal direkt in der Gearbox verankert und der Spring Guide ist mit 4 Flügeln ausgestattet. Die Schraube müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Seht, der Spring Guide hat 4 Flügel hinten und dementsprechend wird er später in der Gearbox, wenn das Ganze montiert ist, einmal sauber drin gehalten. Also hier hat Syma mitgedacht, nicht nur 2 Flügel einmal verwendet am Spring Guide, sondern direkt einmal 4, damit er wirklich schön gerade einmal in der Gearbox verankert und arretiert. Schauen wir uns gleich später nochmal im Detail an den Spring Guide. So, bei der Gearbox handelt es sich leider auch nicht um die gute Platinum aus der Nova zum Beispiel. Sie ist aber dennoch ein bisschen verstärkt, muss man sagen. Bedeutet stinknormale V2 im äußeren Bereich. Dann seht ihr ebenfalls im oberen Bereich verstärkt. Bedeutet, wird hier vorne etwas dicker vom Material. Könnt ihr hier oben einmal sehen. Und ebenfalls im unteren Bereich verstärkt, bedeutet hier außen nochmal Material aufgebracht. Und was erfreulich ist, auch bei dieser Gearbox Shell hat Syma ebenfalls die Verstärkung einmal im inneren Bereich. Bedeutet, hier ist es wieder wichtig, dass ihr eine Tappet Plate benötigt, die sich vorne etwas verjüngt. Könnt ihr hier einmal sehen, im Vergleich zu Standard V2 wird diese Tappet Plate, wie zum Beispiel bei G&G, wird sie vorne ein kleines bisschen schlanker oder ein bisschen schmaler, da die Gearbox eben links und rechts hier vorne innen drin verstärkt ist. Im Vergleich zu der Nova fehlen hier aber einmal komplett die Radien hier vorne am Zylinder drin. Bedeutet, wir haben hier einmal komplett scharfe 90 Grad Kanten. Seht ihr hier kein Radius, hier oben kein Radius, hier hinten ebenfalls kein Radius. Also da war von der Qualität her, oder von der Qualität gibt es hier doch noch kleinere Unterschiede. Einmal zu dieser Platinum- oder Premium-Serie von Syma. Aber dennoch, Verstärkung einmal drin, finde ich in Ordnung. Und wenn man das Ding selbst mit 1,5 oder 1,4 Joule betreibt, sehe ich hier zunächst mal kein Problem. Für 2 Joule, weiß ich nicht, kommt auf die Materialgüte drauf an, wie gut das Material in sich ist. Das kann ich so schlecht beurteilen. Aber wie gesagt, 1,5, 1,6 sehe ich absolut kein Problem mit dieser Gearbox Shell. So, was ebenfalls sehr schön wieder ist, wo Syma ebenfalls wieder dran gedacht hat oder was sehr gut umgesetzt ist. Einmal habt ihr vorhin schon gesehen bei der Demontage, wir haben auch hier einmal seitlich ein kleines Fenster drin. Bedeutet, sobald wir den Pistolengriff einmal abziehen, also Motor raus, Pistolengriff weg, können wir hier seitlich einmal wunderbar rein und den Anti-Reversal einmal nach unten ziehen. Gerade für die Demontage, um die Gearbox einmal zu entspannen, sehr, sehr wichtig. Ist ein schönes Feature. Und ebenfalls Kabelmanagement hat Syma ebenfalls wieder sehr gut umgesetzt. Bedeutet, die Kabel werden hier einmal sauber in so eine kleine Fräsung einmal reingedrückt und eben entsprechend einmal weg vom Pinion Gear. Bedeutet, hier werden die Kabel schön unten gehalten und wenn ihr den Motor demontiert oder wieder installiert, bleibt ihr hier nicht mit dem Zahnrad letztendlich an der Isolierung oder am Kabel einmal hängen. Also auch hier sehr gut umgesetzt von Syma. So, Nut- und Federsystem weicht auch minimal ein bisschen ab zu der Nova. Bedeutet, wir haben Nut- und Federsystem einmal hier vorne, einmal hier unten komplett entlang, hier oben ein kleines bisschen und hier hinten ein kleines bisschen. So, wie gesagt, weicht ein bisschen ab zu der Platinum-Serie, aber die beiden Gearbox-Hälften sitzen von der Passgenauigkeit sehr gut. Bedeutet, wenn ihr die zusammendrückt, da ist absolut null Spiel drauf. Also die beiden Shells passen, oder die beiden Hälften passen perfekt einmal zusammen. Dementsprechend gesamte Gearbox für 250 Euro können wir definitiv nicht schimpfen. Lagerung ist Standard Syma, bedeutet, wir haben hier keine, obwohl doch, mittlerweile hat Syma, glaube ich, auch Kugellager. Hier auf jeden Fall Standard Stahlaufbuchsen drin verbaut mit 8 mm. Und das an jedem einzelnen Gear, bedeutet hier 8 mm Stahlaufbuchse, hier und wie ihr gerade schon gesehen habt, im inneren Bereich ebenfalls komplett einmal 8 mm Stahlaufbuchsen. Das sind wieder diese Syma Stahlaufbuchsen, bedeutet, ihr habt da wieder so ein Plus einmal reingefräst in die Buchse. Das hat mir mal jemand erklärt, das soll so eine Art Ölkanal sein, damit sich die Gears selbst schmieren.
daher hier aber Fett drauf ist und kein Öl und es nirgendwo hinlaufen kann, sehe ich da irgendwo keinen Sinn drin. Also ob jetzt die Buchse komplett plan ist oder hier diese Schlitze drin hat, keine Ahnung, macht für mich einen Bock letztendlich nicht fett. So, Lagerung ist in Ordnung, wie gesagt, Stahlaufbuchsen und auch sitzen die Lager hervorragend einmal drin. Bedeutet auch beim Demontieren, die fallen euch nicht raus oder sowas. Die sind einmal sauber eingepresst, die halten, die fallen nicht raus. Und dementsprechend auch hier von der Lagerung, von der Passgenauigkeit, vom Lagersitz, wunderbar, einmal pfiffi. Also für 250 € können wir hier ebenfalls nicht maulen. Schauen wir uns anschließend direkt kurz das Shimming an. Und das ist, auf der einen Seite ist es gut, aber es ist eigentlich kein richtiges Shimming, also es ist kein Shimming vorhanden. Schauen wir es uns mal kurz im Detail an. Zunächst mal das einzige Spiel, was ich feststellen konnte, ist ein Hauch einmal am Sektor. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, wenn ich das rüberdrücke, da ist ein Hauchspiel drin. Das ist aber nicht mal 0,1, also ihr könnt hier keine 0,1er Shim irgendwie noch aufbringen, um das irgendwie besser hinzubekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das sind vielleicht 0,05 mm. Ja, der Bronco würde jetzt wahrscheinlich mit einer 0,15er Shim arbeiten. Aber wie gesagt, hier tipptopp, absolut, ja, so gut wie kein Spiel drin. Das passt, wunderbar. Und die anderen beiden Gears, gerade das Bevel und das Spur, haben gar kein Spiel. Bedeutet hier einmal das Bevel, könnt ihr 0 bewegen, sitzt einmal ein Pfiffi drin und ebenfalls das Spur-Gear. Wenn wir auf der gegenüberliegenden Seite mal drücken, hat ebenfalls 0 Spiel, also gar nichts. Dennoch laufen die Gears aber frei. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja, nicht irgendwie überschimmt das Ganze. Die laufen wunderbar und klemmen nicht. So, wenn wir jetzt aber die Gearbox mal nochmal aufschrauben und uns das Shimming von den Gears einmal anschauen, dann seht ihr, dass wir auf dieser Seite hier absolut gar keine Shim drauf haben. Also das sind letztendlich nur einmal die Stahlaufbuchsen. Und wenn wir uns jetzt die Gears im oberen Bereich anschauen, dann seht ihr ebenfalls, dass letztendlich nur einmal das Spur hier eine kleine Shimscheibe drauf hat. Das Sektorgear hat hier keine Shim, das Bevel hat ebenfalls keine Shim einmal drauf. Wenn wir die Gears jetzt einmal abnehmen, dann seht ihr, dass das Bevel überhaupt nicht geschimmt ist. Bedeutet, hier ist weder im unteren Bereich noch im oberen Bereich einmal eine Shimscheibe aufgebracht. Normalerweise würde man jetzt sagen, ja, ist nicht ganz so gut, denn letztendlich würde ja dann unser Bevel Gear letztendlich direkt auf der Stahllaufbuchse einmal laufen. Bedeutet, das würde dann einmal so komplett drauf sitzen und würde dann an der Stahllaufbuchse einmal reiben. Wäre nicht gut. Wenn man sich jetzt aber das Bevel mal im Detail anschaut, dann ist diese Welle, die hier eingearbeitet ist, könnt ihr vielleicht ein bisschen erkennen, die ist hier, ja, oben sind es 3 mm und dann wird sie hier unten ein bisschen breiter. Und da habt ihr einen ganz kleinen Versatz drin. Bedeutet, das Ganze läuft nicht über die große Fläche irgendwie auf der Stahllaufbuchse, sondern nur hier auf diesem kleinen Versatz letztendlich. Dementsprechend braucht man hier auch keine Shimscheibe. Denn wie gesagt, die große Fläche reibt nicht auf der Buchse. Warum das jetzt hier bei dieser Syma ja, so passgenau ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Also normalerweise bei der Nova oder so, da kann man alles sauber einmal einschimmen. Das ist hier letztendlich nicht möglich. Bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie nochmal, ja, das Ganze nachschimmen wollt oder perfekt einschimmen wollt, ist hier eigentlich nicht möglich und vielleicht auch nicht nötig. So, dann das Sektorgear. Das Sektorgear ist letztendlich nur einmal im unteren Bereich geschimmt. Bedeutet, wenn wir das mal rausnehmen, seht ihr, da ist hier ist hier unten eine kleine Shim drauf. Ist ausreichend, passt wunderbar. Und das Sektorgear ist letztendlich nur einmal im oberen Bereich geschimmt. Das finde ich ein kleines bisschen schade, denn hier hat man am Sektorgear, das Spurgear, finde ich ein bisschen schade, denn hier sieht man auch, je nachdem wie das Licht drauf scheint, hier sieht man auch, das Sektorgear läuft direkt auf der Buchse. Bedeutet, es liegt hier direkt auf der Stahllaufbuchse einmal auf. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnte man gegebenenfalls noch hergehen und könnte, wo ist mein Messschieber? Da ist mein Messschieber. Könnte gegebenenfalls die obere Shim hier, messen wir uns die mal aus. Das ist oben, ach Gott, 0,34, was ist denn das? Da könnte man aber vielleicht mal hergehen und könnte unten zumindest mal eine 0,1er, nur eine 0,1er Shim einmal nehmen und dann die obere hier zum Beispiel durch eine 0,2er ersetzen. Dass das Sektorgear, dass das Spurgear minimals ein bisschen Abstand von der Stahllaufbuchse einmal bekommt. Und dann passt es wieder wunderbar. Wie gesagt, ihr könnt das Zeug auch einfach out of the box lassen und fertig. Also Shimming ist perfekt, würde ich sagen, oder ist gut umgesetzt. Hier kein großes Spiel drin und entsprechend, wie ihr vorhin schon gehört habt,
kein Kreischen oder so von den Gears einmal wahrnehmbar. Hört sich also für eine 250 € Waffe sehr gut an, muss man sagen. Bei den Gears selbst handelt es sich dann einmal um die Standard-Syma Gears, bedeutet auch hier nicht das gute 13-1er Gearset aus der Nova oder aus der Platinum-Serie einmal drin verbaut, sondern die handelsüblichen 18:1er Stahl-Gears und das Ganze gesintert bzw. mold-injected. Bedeutet gerade hier von der Qualität her, wie gesagt, es ist in Ordnung. Die Gears kennen wir schon lang. Und auch wenn ihr jetzt mal anfangt zu vergleichen und euch mal Videos anschaut vor 5, 6 Jahren, da hat man bei Syma auch schon Standard 18:1 gesinterte Gears drin. Diese waren aber von der Qualität deutlich schlechter. Bedeutet, auch hier hat sich jetzt in den letzten Jahren einiges getan und die sind einfach von der Materialgüte oder vom Material selbst her einmal etwas verbessert worden. Ich würde aber dennoch behaupten, dass man diese Gears nicht über 1,6 Joule einmal betreiben sollte. Wie gesagt, natürlich kann man es machen, aber ist euer Risiko, wenn dann irgendwas bricht, habt ihr natürlich keine Gewährleistung oder sowas drauf. Dementsprechend wie bei der Gearbox schon angesprochen, für mich ist es einfach eine günstige Knifte, die out of the box problemlos, sage ich mal, mit 1,5 bis maximal 1,6 Joule einmal zu betreiben ist. Für 1,8 oder 2 Joule würde ich diese Gears aber nicht verwenden. Wie gesagt, natürlich, die werden am Anfang die ersten 20.000 vielleicht halten, aber dann kann es halt doch irgendwann mal vorkommen, dass vielleicht hier mal ein Zahn wegbricht. Das wäre halt nicht ganz so schön. Also wie gesagt, ist eure Entscheidung. Ich würde die Gears aber für das vom Preis-Leistungs-Verhältnis als in Ordnung betrachten. Der nächste Punkt ist dann auch die Zyklenzeit. Habe ich euch, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wir liegen hier bei einer Zyklenzeit mit einem 11,1 Volt Akku bei 76 Millisekunden pro Schusszyklus. So, und wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen, bei dem Review zu der Novridge SSR 4, da hat man 16:1er Gears drin. Bedeutet, die waren schneller untersetzt, wie diese 18:1 jetzt von Syma. Und wir hatten aber eine Zyklenzeit von 80 Millisekunden. Bedeutet, das System ist, obwohl ein 18:1er Gearset drin ist dennoch 4 Millisekunden schneller wie die SSR 4 mit 16:1. Wie gesagt, natürlich hier ein Standardsystem, 18:1 Standardmotor drin. Da sind wir mit diesen 76 Millisekunden sind wir da gut dabei. Das haben letztendlich eine Standard Ares, kommen da genauso auf diese 80 Millisekunden. Eine Standard Syma, in den günstigen Versionen, nicht in dieser Platinum-Serie, kommt genauso auf 80 Millisekunden. Dementsprechend ist es auch in Ordnung. Also wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich diese Gears als in Ordnung bezeichnen, bis maximal 1,5 bis 1,6 Joule. So Leute, und dann geht es einmal weiter mit dem Thema EFCS oder ETU. Da bin ich mir heute noch ein bisschen unschlüssig, inwieweit ich das einmal im Fazit später einmal einordnen soll. Zunächst mal muss man natürlich sagen, gerade in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis für 250 € hier bereits wieder ETU, EFCS mit MOSFET einmal drin verbaut. Die Qualität von diesem EFCS-System kommt aber leider nicht ganz an andere ran. Beispiel, wie vorhin vielleicht schon angesprochen, die Akkuüberwachung bei 11,1 Volt funktioniert nicht, denn Syma programmiert ihr EFCS nur auf 7,4 Volt. Bedeutet, ihr habt letztendlich so eine Spannungsabfrage einmal drin und sobald der Akku 6,2 Volt erreicht oder unterschreitet, kommt einmal die Akkuüberwachung ins Spiel. Und das funktioniert halt bei einem 11,1er LiPo zum Beispiel nicht. Bedeutet, die Zelle bei einem LiPo sollte natürlich niemals unter 3,2, 3,1 Volt einmal abfallen, ansonsten kann der Akku einmal Schade nehmen. Habe ich euch vorhin schon kurz erklärt, einmal beim Thema Akku einlegen. Ist ein bisschen schade, wie gesagt, andere EFCS-Systeme können das problemlos, egal ob man jetzt einen 7,4er verwendet oder einen 11,1er verwendet. Hier vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, aber gleichzeitig ein Pluspunkt, dass ein EFCS-System mit Zyklenüberwachung ebenfalls einmal drin verbaut ist. Zyklenüberwachung regelt Syma ebenfalls etwas anders wie andere Hersteller, denn ihr seht, hier haben wir weiterhin einmal den Cut-Off-Lever drin verbaut. Bedeutet, sobald dieser angesteuert wird vom Sektorgear oder vom Steuernocken vom Sektorgear, fährt dieser einmal nach oben, wie man es von früher noch kennt. Und dann meldet letztendlich dieser Sensor das Ganze. Und somit hier ebenfalls eine Zyklenüberwachung einmal drin vorhanden in diesem Modell. Bedeutet, ihr könnt so schnell am Abzug ziehen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Knifte nicht jammen. Und das ist definitiv auch gerade für Einsteiger unheimlich wichtig, damit es eben nicht zu einem Gearbox-Jam einmal kommen kann. Dann, wie damals auch schon bei dieser MP5 angesprochen von der Syma Platinum, da hat man ebenfalls dieses EFCS einmal drin verbaut. Hier einmal der kleine Mikrotaster vom Abzug. Der ist auch leider nur aus Kunststoff gefertigt. Bedeutet, wenn ihr euch das Ding mal ganz genau anschaut,
ist hier letztendlich so ein kleiner Kunststoffhebel oder so eine kleine Kunststofffläche einmal raus und ist hier unten über so ein ganz, ganz kleines Loch einmal mit dem Taster verbunden. Bedeutet, auch hier sollte man am Abzug etwas feinfühlig sein. Bedeutet, seid kein Schmied, auch wenn es am Spielfeld mal ein bisschen hektisch wird oder sowas. Vermeidet es mit zu viel Kraft einfach am Abzug einmal zu ziehen. Denn ihr drückt halt da jedes Mal volle Rotze gegen diesen Kunststoffhebel einmal dagegen. Also hier ein bisschen vielleicht berücksichtigen. Wie gesagt, schön fein am Abzug einmal triggern und nicht irgendwie hinterreißen und drücken wie so ein Schmied. Das wäre vielleicht nicht ganz so gesund für dieses EFCS-System. So, dann der nächste Punkt, das haben wir uns auch schon, oder haben wir auch schon damals angesprochen bei der Syma MP5. Es ist das erste EFCS oder die erste ETU aus dem Hause Syma, was eben jetzt auf dem Markt ist oder jetzt bereits seit einem Jahr, glaube ich, auf dem Markt ist. Auch hier gibt es bereits einige Punkte auf Reddit zu lesen oder in diesen ganzen Foren international, dass auch bei starken Akkus das EFCS einmal abrauchen kann. Ich habe es euch vorhin gesagt, in der Buffertube bekommt ihr maximal so 1400 rein. Ihr könntet zwar jetzt einen anderen Schaft installieren, um größere Akkus verwenden zu können, zum Beispiel 2150. Diese können aber dann auch deutlich höhere Ströme einmal abgeben. Und wenn ihr dann von der Federstärke hochgeht und es einfach übertreibt vom Triggern, dann kann das EFCS abrauchen. Dementsprechend vorsichtig sein. Wie gesagt, ich würde maximal auf 1,4, 1,5 gehen oder vielleicht maximal 1,6 gehen und dann nutzt einfach diese Standard-Akkus 1400 mAh, 1450 und dann ist wirklich gut. Würde ich das EFCS also nicht zu stark belasten, denn es kommt einfach von den elektronischen Komponenten oder vom N-Kanal MOSFET, kann es nicht mit anderen mithalten. Also da ist selbst ein Ares ist ein bisschen stärker belastbar und alle anderen sowieso. Also ob ihr jetzt Amperun habt, ein Chevron, ein Gate, ein ASCU oder Bugatti Core, die sind einfach ein bisschen stärker belastbar. Wie gesagt, ich denke auch Syma bleibt da ein bisschen am Ball und wird bestimmt irgendwie in den nächsten 12 Monaten oder vielleicht 1,5 Jahren nochmal ein Update einmal bringen. So, also fassen wir zusammen. Schön, dass ein EFCS und eine ETU drin ist. Zyklenüberwachung funktioniert tadellos. Ansprechverhalten ist in Ordnung. Aufbau bzw. Umsetzung, Belastbarkeit und eben der Punkt mit der Akkuüberwachung. Auch wenn die Waffe günstig ist, würde ich vielleicht sogar heute als etwas kritisch einmal ansehen. Denn ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, mit 7,4 Volt macht halt die Knifte nicht ganz so viel Spaß wie mit 11,1 Volt. Und dann kann man eigentlich auch erwarten, dass 11,1 Volt Akkuüberwachung ebenfalls einmal funktioniert. Also hier ein bisschen schade, werde ich im Fazit definitiv noch einmal ansprechen. Machen wir anschließend gleich mit dem kompletten Zylinder-Set einmal weiter. Beginnen wir hier beim Zylinder. Hierbei handelt es sich um ein Aluminium oder um einen hart beschichteten Aluminiumzylinder. Bedeutet, Aluminium hört sich immer weich an, aber das Ganze ist irgendwie beschichtet oder so, denn ihr könnt das Zeug absolut null irgendwie zusammendrücken. Also ich weiß nicht, wie das gefertigt wird. Auf jeden Fall hart beschichtet und im inneren Bereich wunderbar und sauber einmal aufpoliert das Ganze. Also hier können wir nicht schimpfen. Und was euch jetzt ebenfalls gerade schon auffällt, wenn wir den Zylinder mal drehen, es ist ein Type-F-Zylinder, also komplett geschlossen, ohne Ports einmal drin. Und das ist natürlich für die Lauflänge von 310 mm bisschen overpowered. Denn letztendlich haben wir hier ein Volumen bzw. ein Verhältnis vom Zylinder zum Lauf von stolzen 2,96:1. Also runden wir ein bisschen auf, 3:1. Dementsprechend könnt ihr dem Ding halt problemlos, wenn es Hop-Up mitmacht, 0,45 Gramm BBs durchdrücken. Also hier, wie gesagt, overpowered, sehr, sehr viel Volumen, auch für schwere BBs einmal drin. 12 Euro Bucking tauschen, 0,45 rein, fertig, hat sich die Geschichte erledigt. Also, ist gut und ich habe es euch auch schon öfters angesprochen, es ist jetzt für die Lauflänge fast zu viel Volumen drin, aber lieber hat man immer zu viel wie zu wenig. Und wie gesagt, es macht einen großen Unterschied, ob ihr einfach viel zu wenig Volumen einmal drin habt im Zylinder, wie wenn ihr jetzt halt ein bisschen zu viel einmal drin habt. Also dementsprechend hier sehr viel Volumen einmal im Zylinder vorhanden. So, bei den anderen Komponenten hat man leider ein kleines bisschen gespart. Natürlich, ich meine, 250 Euro, irgendwo muss der Preis natürlich zustande kommen. Hier haben wir ebenfalls einen stinknormalen V2 Zylinderhead einmal drin und das Ganze aus Kunststoff gefertigt. Ist, wie gesagt, ist in Ordnung und wie ihr vorhin schon gesehen habt, auch die Chronowerte sind vollkommen in Ordnung. Wir haben hier zwar keine 2 Ohrringe, sondern nur einen, aber der eine Ohrring sitzt hier wunderbar und sauber einmal drin. Wie gesagt, ihr habt hier kein riesengroßes Wackeln irgendwie drauf, also das wird schon gut miteinander verbunden. Wie gesagt, hier sitzt er schön straff drauf und ob jetzt der Zylinderhead aus Alu ist oder aus Kunststoff ist, gerade
im Bereich 200 Euro, 250, 280 Euro, sei mal dahingestellt, würde ich definitiv nicht kritisieren. Denn selbst G&G-Kniften für 300 Euro haben teilweise auch noch einen Kunststoffzylinderhead einmal drin. Solange das Ding gut abdichtet, finde ich, ist es in Ordnung und kann man problemlos einmal drin verbaut lassen. Wie gesagt, natürlich könnte man jetzt anfangen und Zylinderhead mit 2 O-Ringen rein. Aber Leute, 250 Euro, lasst das Ding drin, solange es funktioniert und abdichtet. Mein Gott, ist doch wurscht. So, und die Nozzle ist eine Standard-Syma-Nozzle, wie man sie eigentlich kennt. Bedeutet hier nicht weiter optimiert seitens Syma. Standardlänge, wie bei Syma bekannt, 21,5 mm. Das Ganze aus Kunststoff und leider ohne O-Ring. So, und jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema Vergleich. SSR4 von Norwich hat man eine Aluminium-Nozzle drin mit O-Ring. Und dann habe ich euch aber damals gesagt, oder habe ich euch vor ein paar Wochen gesagt, ja, das ist schön, dass man so eine Nozzle drin hat. Aber wenn die Nozzle halt vom Durchmesser zu groß ist und der O-Ring nicht abdichtet, dann bringt mir die Alu-Nozzle auch nichts. Und hier haben wir jetzt zwar bloß eine Kunststoff-Nozzle drin, diese ist aber von der Passgenauigkeit sehr gut. Bedeutet, wenn ihr die da vorne mal drauf schiebt auf den Zylinderhead, dann ist das Ganze wunderbar geschmiert und ihr seht, dass das Ganze in Schussposition kein Spiel hat, also 0. Wie gesagt, es sitzt da wunderbar einmal vorne drauf, da wackelt der ganze Zylinder letztendlich einmal rum. Und dementsprechend, wie im Chrono vorhin auch schon gesehen, ihr habt gerade mal eine Abweichung von der Energie von 1 Meter pro Sekunde. Und das habt ihr auch bei Tuning-Kniften mit Alu-Nozzle und allem drum und dran, habt ihr auch meistens 1 Meter pro Sekunde. Also das ist doch in Ordnung. Wie gesagt, die Qualität oder das Material vielleicht nicht so gut wie bei der SSR4, definitiv. Muss man auch so ansprechen. Aber dafür die Passgenauigkeit besser und dementsprechend auch die Abdichtung besser. Denn wie gesagt, die Nozzle läuft wunderbar perfekt und schön auf dem Stutzen vom Zylinderhead. Und dementsprechend die Abdichtung einfach gewährleistet. Also lieber so und es funktioniert und dichtet gescheit ab, bevor es aus Alu ist und halt nicht abdichtet, meiner Meinung nach. Also hier ja günstig, definitiv günstig umgesetzt, aber ja passend oder funktional umgesetzt, muss man sagen. Ein klein wenig enttäuscht war ich dann einmal beim Pisten, denn ihr seht, hier haben wir auch natürlich einen Standard-Syma-Pisten einmal drin, aber auch wieder leider nicht die gute Version aus der Platinum- oder Premium-Serie, wie man es einfach kennt, mit Stahlzähnen, sondern hier wirklich ein sehr günstiger Kunststoffpisten, wo letztendlich nur der vorderste Zahn einmal aus Stahl gefertigt ist. Wäre auch wünschenswert gewesen, dass hier ein Pisten drin verbaut ist, der komplette Stahlzähne hat. Denn sind wir mal ehrlich, schaut doch mal, was so ein Stahlzahnpisten als Ersatz kostet. Da zahlt er 6 oder 8 Euro dafür. Also das hätte meiner Meinung nach im Bock jetzt nicht unbedingt fett gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, so wie die Knifte kommt mit 1,3 Joule, da ist das Ding in Ordnung. Aber selbst bei 1,6 Joule würde ich für mich persönlich dennoch einen Pisten mit Stahlzähnen gern einmal drin sehen in dem Modell oder drin verbaut sehen. Dementsprechend hier halt ausgelegt, vielleicht für 1,3 Joule, nicht für mehr und dementsprechend am Pisten halt noch ein paar Euro einmal weggespart. Wie gesagt, selbst die SSR4 für 230 Euro hatte wirklich guten Pisten drin mit Stahlzähnen unten. Es war, glaube ich, ein 15 Zahnpisten, wenn ich mich noch richtig erinnere. Hier komplett Plastikzähne. Also hier ein bisschen schade. Wie gesagt, die Abdichtung ist zwar super von den anderen Komponenten, aber hier Haltbarkeit, Pisten, ja 1,3, okay, out of the box würde ich nicht kritisieren, aber für 1,5, 1,6 würde ich mir definitiv überlegen, dass ich vielleicht irgendwann mal nach, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Schuss mal einen besseren Pisten verwende. Denn wie gesagt, nur aus Kunststoff und da werden euch die hinteren Zähne sehr schnell einmal verschleißen. Bedeutet, würdet ihr das ganze System jetzt mal nach 20.000, 30.000 Schuss einmal auseinandernehmen für eine Wartung und euch die Zähne anschauen, dann werdet ihr richtig sehen, dass ihr hier hinten richtig schön einmal Abrieb drauf habt. Bedeutet, da reibt sich einfach, der Kunststoff reibt sich einfach einmal runter. Und dazu kommt natürlich noch, dass hier der AOE nicht eingestellt ist. Bedeutet, ihr seht auch, das ist letztendlich ein voller 16 Zahnpisten. Der AOE nicht eingestellt und entsprechend auch die Belastung auf den hinteren Bereich des Pistons hier etwas stärker, wie bei Systemen, wo die AOE einmal eingestellt ist. Also hier überlegen, ja, natürlich out of the box, wie gesagt, rotzt das Ding durch, was geht, aber einfach vielleicht im Hinterkopf behalten, bei der ersten Wartung mal nach 30.000, 40.000 Schuss, vielleicht könnt ihr mal den Pisten, wenn er stark verschlissen ist, durch einen etwas besseren ersetzen. Und dann macht's der Bock, so ein Pisten, was 12 Euro, 14 Euro, macht dann letztendlich im Bock nicht mehr fett. Also einfach für die Zukunft vielleicht etwas beachten.
Auch der Pistenhead ist leider auch nur aus Kunststoff gefertigt. Auch hier war bei der SSR4 eine aus Aluminium drin verbaut. Auch hier muss man sagen, für 1,3 Joules, so wie die Waffe kommt, out of the box, vollkommen in Ordnung. Und selbst wenn er ein bisschen höher geht, auf 1,4, 1,5, würde ich ihn trotzdem erstmal drin lassen. Wie gesagt, spielt das Ding, bis wirklich mal irgendwas ist. Und dann könnt ihr immer noch anfangen, vielleicht mal einen besseren Pisten oder einen Pistenhead zu verbauen. Was man sehr positiv erwähnen muss, ist, dass die Abdichtung von den Komponenten wirklich gut ist. Wie gerade beim Zylinderset bereits angesprochen, bedeutet auch der Pistenhead, auch wenn er nur aus Kunststoff ist, dichtet hervorragend mit dem O-Ring einmal ab. Das Ganze ist selbstverständlich einmal ventiliert im vorderen Bereich, wie ihr hier einmal sehen könnt, aber wie von Syma einmal gewohnt im inneren Bereich leider ohne Axiallage. Bedeutet, wir haben hier weder am Pisten innen drin noch einmal später am Springguide hinten ein Axiallager drin verbaut. Wie gesagt, ist in Ordnung und natürlich aus Kunststoff hat natürlich jetzt einen Vorteil, dass natürlich das Ganze im Zylinder innen drin nicht reiben kann. Bedeutet, hier habt ihr letztendlich einmal Kunststoff und Kunststoff auf diesem hart beschichteten Alu reibt halt einfach nicht oder kratzt halt einfach nicht. Also hier habt ihr keinen Abrieb drauf. So, wie gesagt, Abdichtung ist super. Pisten weiß ich noch nicht. Pisten weiß ich noch nicht, vielleicht neutral oder so, keine Ahnung. Schauen wir später mal im Fazit, was mir dazu einmal einfällt. Dann fehlt uns letztendlich nur noch die Tappet Plate, der Spring Guide und der Motor. Beginnen wir zunächst mal bei der Tappet Plate. Diese ist zunächst mal deutlich besser wie noch die alten Tappet Plates von Syma. Kennt ihr vielleicht noch die transparenten aus diesem Acrylkunststoff? Die waren nicht so gut, ganz ehrlich, die waren gar nicht gut. Jetzt hier bereits so eine neuere drin, wie sie auch einmal in der MK16 oder Scar L einmal zum Einsatz kommt. Bedeutet, diese sind vom Material her deutlich härter. Ich würde sie aber dennoch nicht mit Tappet Blades vergleichen, die einmal aus Polyamid-Kunststoff mit Glasfaser einmal gefertigt sind. Bedeutet, die hat immer noch ein bisschen mehr Flex, auch gerade hier vorne, kleines bisschen mehr Flex einmal drin. Sie tut aber, was sie soll. Einziges Problem natürlich, wenn die Feder von der Tappet Plate zu straff wird, dann kann es passieren, dass sich hier einmal der Zapfen hier abnutzt und gegebenenfalls mal bricht oder sie reißt euch hier hinten einmal ab. Daher das Ganze aber bis jetzt absolut keine Probleme macht, auch in anderen Syma-Kniften, würde ich sagen, ist das Ding vollkommen in Ordnung. Wenn ihr doch mal irgendwann, vielleicht mal nach 2 Jahren, mal eine neue benötigt, weil sie vielleicht verschlissen ist, dann, wie vorhin schon kurz angesprochen, achtet darauf, dass ihr eine braucht, die hier vorne einmal ein bisschen schlanker ist oder ein bisschen schmaler ist. Bedeutet, eine Standard V2 Tappet Blade zieht sich normalerweise komplett vom Durchmesser oder von der Breite komplett bis nach vorne hin einmal durch. Und diese Tappet Plate wird eben im vorderen Bereich etwas schlanker hier vorne, wie das zum Beispiel auch von G&G einmal kennt. Dementsprechend, wie gesagt, aufpassen, dass ihr eben wieder eine V2 Tappet Plate braucht, die vorne eben sich verjüngt und ein kleines bisschen, bisschen schmaler ist. Aber wie gesagt, tut was es soll, funktioniert einmal pfiffi, dementsprechend schimpfen wir hier nicht. So, der Spring Guide habt ihr vorhin schon mal gesehen mit Feder-Schnellwechselsystem. Hier sehr positiv. Wir haben 4 Arretierungen oder 4 Flügel. Dementsprechend wird das Ganze in der Gearbox richtig schön sauber und gerade gehalten. Kann euch also in der Gearbox nicht irgendwie wegklappen, wie bei Systemen, die eben nur 2 Flügel einmal haben. Das Ganze ist einmal erfreulicherweise aus Stahl gefertigt. Aber ihr seht auch hier letztendlich kein Axiallager, sondern nur einmal so einen kleinen Washer und das ist so eine kleine Scheibe hinten drauf. Bisschen schade, wie gesagt, kein Axiallager, weder am Spring Guide noch vorne einmal am Pistenhead innen drin oder im Pisten einmal drin. Könnte man sich auch gegebenenfalls mal überlegen, vielleicht bei einer Wartung, wie vorhin schon angesprochen, 30.000, 40.000 Schuss mal aufmachen, gucken, wie die Komponenten aussehen, ist noch alles schön geschmiert, gefettet, vielleicht mal reinigen, nachschmieren. Und dann kann man immer noch sich überlegen, ob man vielleicht am Pistenhead vorne ein Axiallager einmal verbaut. Hat den Vorteil natürlich, wenn ein Lager verbaut ist, dass die Feder beim Aufziehen etwas schöner sich in sich quasi drehen kann und keine starke Belastung auf die Windungen draufkommt. Bedeutet, gerade bei Systemen, wo gar kein Lager drin ist und die Feder einfach fest ist, passiert es häufig, dass das Ding vielleicht nach 20.000, 25.000 Schuss bereits verschlissen ist. Also die Hauptfeder selbst, quasi diese hier, die sieht dann halt letztendlich nicht mehr so aus, sondern die würde dann einmal so aussehen. Könnt ihr ganz schnell sehen, ob die Feder durch ist oder noch in Ordnung ist. So, Feder selbst ist eine stinknormale AEG-Feder. Das müsste geschätzt eine M110 vielleicht sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht schlecht einschätzen. Also ich schätze einfach mal
M110 ungefähr. Und das Ganze keine lineare, sondern eine nonlineare. Bedeutet, ihr seht im vorderen Bereich die Windungen einmal konstant und im hinteren Bereich die Windungen einmal enger werdend. Also eine nonlineare Feder drin verbaut. So, dann haben wir letztendlich nur noch den Motor und das ist der Standard-Syma-Motor und leider auch nicht der Super High Torque wie in der Premium-Serie. Ich kenne jetzt nicht die Daten auswendig, da könnt ihr vielleicht mal gucken bei Begati auf der Seite. Die geben immer diese Motordaten an, vielleicht findet ihr da irgendeine Syma-Knifte, wo eben der alte Syma-Motor noch einmal drin verbaut ist. War ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu faul nachzuschauen. Vielleicht findet ihr was. Auf jeden Fall der alte Standard-Syma-Motor, kein Neodyn-Motor, beziehungsweise keine Neodyn-Magneten. Dementsprechend im Vergleich gerade zu einem Super High-Torque oder zu einem High-Torque-Motor selbstverständlich etwas schwächer. Habt ihr auch vorhin beim Ansprechverhalten schon einmal mitbekommen, es ist ausreichend, definitiv. Wir liegen hier eben bei 76 bis 80 Millisekunden vom Zyklus mit 11,1 Volt. Das ist ausreichend, es geht aber halt natürlich auch schneller. Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, ist es in Ordnung. Wie gesagt, es ist einfach ein Standardmotor und sind wir ehrlich, selbst bei einer Ares für 768 Euro, die 308er, selbst da habt ihr einen Standardmotor drin gehabt. Also wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, leider kein Neodyn-Motor, aber in Bezug auf den Preis noch in Ordnung, meiner Meinung nach. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt hergehen und mit den Original-Gears jetzt mit 18:1 sofort irgendwie den Motor tauschen. Das macht relativ wenig Sinn. Natürlich, man könnte sich einen Super High Torque reinbauen, man könnte sich einen mit Neodyn-Magneten reinbauen. Aber dann ist auch wieder die Frage, wisst ihr, wie verhalten sich die Gears mit diesem starken Motor? Ihr habt halt gesinterte Gears drin. Hier ist einfach alles aufeinander abgestimmt. Und wenn ihr jetzt einfach anfangt, einen Super High Torque Motor zu verbauen, dann braucht ihr gegebenenfalls auch etwas haltbare Gears drin. Und dann entstehen einfach sehr hohe Kosten, muss man sagen. Dementsprechend, wie gesagt, auspacken und das Ding einfach so nutzen, wie sie kommt, meiner Meinung nach. Sie ist vielleicht nicht die schnellste mit 80 Millisekunden, aber so, rein zum Zocken, wer einfach Spaß haben möchte, sich jetzt seine erste Knifte kauft, ist das System vollkommen in Ordnung vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wie gesagt, Motor, Standard, aber okay. Schauen wir uns abschließend noch Lauf- und Hop-Up-System sowie einmal die Kompatibilität an. Beginnen wir hier beim Lauf, habt ihr bei den technischen Daten schon einmal gesehen. Ist ein Standard AEG-Lauf aus Messing, 310 mm in der Länge und Standard wie bei Syma mittlerweile mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Also hier ein brauchbarer und guter Standardlauf eigentlich bereits out of the box drin enthalten. Und das für den doch sehr geringen Preis. Vollkommen in Ordnung. Könnt ihr auch problemlos einmal drin lassen. Also ob ihr euch jetzt einen Edelstahl-Tuning-Lauf reinmacht, bringt letztendlich bloß von der Reinigung gewisse Vorteile rein von der Flugbahn. Solange das Ding sauber innen drin ist und aufpoliert ist, tut es der genauso. So, dann einmal Hop-Up-System selbst. Bucking, Tensioner sind leider auch Standard-Syma. Das habe ich euch vorhin schon beim Hop-Up schon einmal gesagt. Bedeutet 0815 Standard-Hop-Up-System mit einem 60 Short-Bucking und hinten einfach für einen Patch einen kleinen Porno-Balken einmal runter. Ich glaube, das könnt ihr so ein kleines bisschen erkennen. Also hier nichts Weltbewegendes und auch der Tensioner oben, der sitzt wieder hier relativ speziell einmal in dem Lever drin. Also nicht einfach nur rund, sondern der wird hier einfach eingehakt. Ist aber relativ wurscht, sehr, sehr weich das Ganze, wenn er runter gedrückt oder runter bewegt wird und dementsprechend keine schwereren Kugelngrammaturen leider möglich. Ich habe jetzt in der Halle auch wieder Standard dabei gehabt, 02, 025, 028, 03 und 032. Und ich muss sagen, selbst mit den verwendeten 028 Gramm, ja, bekommt man bei anderen Kniften oder bei anderen Hop-Up-Systemen doch ein kleines bisschen mehr Reichweite raus. Bedeutet, ja, der Hop ist da, aber er langt immer noch nicht ganz. Bedeutet, wir müssen doch sehr, sehr viel Druck einmal drauf geben, um selbst 0,28 Gramm BBs einmal hoppen zu können. Das liegt einfach daran, dass der Tensioner von Syma auch hier oben sehr weich gewählt wurde und komplett einmal hohl. Habt ihr gerade schon gesehen, ihr seht, das ist einfach nur so ein ganz, ganz dünner Gummi. Und wenn ihr da halt ein bisschen Druck aufbaut, den macht ihr halt komplett einmal platt. Und für 0,28 wird er halt einmal komplett zusammengepresst und dann baut ihr den Druck letztendlich über den Kunststoff schon fast auf. Also wie gesagt, hier eigentlich ausgelegt eher für 0,25 Gramm maximal. Ihr könnt 0,28 Gramm verwenden, aber ja, wie gesagt, gut für das Hop-Up-System ist es vielleicht nicht auf Dauer.
Das Erfreuliche ist aber, dass ihr mit wenigen Kosten das Ganze sehr, sehr schnell und einfach optimieren könnt. Das schauen wir uns dann gleich im Anschluss an. Schauen wir uns aber zunächst mal die Hop-Up-Kammer noch kurz an. Und die wird dem einen oder anderen einmal bekannt sein. Die haben wir auch schon bereits in der Burg BR10 von Syma einmal drin gesehen und ist noch heutzutage, glaube ich, in sogar noch mehreren Syma AR15 Modellen einmal drin verbaut. Weiß ich jetzt nicht auswendig, auf jeden Fall die Standard Syma Rotary Hop-Up-Kammer. Es gäbe jetzt hier auch noch eine Aluminium- bzw. eine Gussversion. Aber das habe ich euch auch schon oft gesagt, ob das Ding jetzt aus Kunststoff ist. Solange der Lauf sauber drin hält und der Kunststoff hart ist und der Druck aufgebaut wird, dann ist es wurscht, ob das Ding jetzt aus Plastik oder aus Zink ist. Dementsprechend, wie gesagt, hier die Kunststoffversion, die ist sehr, sehr günstige drin verbaut. Die bekommt man, glaube ich, als Ersatz für, ich weiß es gar nicht, 6 Euro oder sowas. Wie gesagt, ist in Ordnung. Auch vom Einstellen her habe ich euch vorhin schon mal gesagt, es geht über dieses große, breite Einstellrad wirklich sehr gut zum Einstellen, aber das Ganze läuft halt über Klicks oder über so ein bisschen so ein Klicksystem. Wenn ihr dieses Klicksystem nicht haben wollt und euren Hop noch ein bisschen feiner justieren wollt, dann geht ihr mit dem dünnen Schraubendreher hier hinten rein und macht einmal den O-Ring hinten raus. So, habt ihr den O-Ring raus, könnt ihr das Einstellrädchen einmal nach hinten abziehen. So, und jetzt seht ihr hier unten an der Hop-Up-Kammer hinten dran, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, hier habt ihr so einen kleinen Steg dran. So, und an diesem Steg reiben letztendlich diese kleinen Zacken hier vorne dran. Und das ist letztendlich euer Klicksystem. Bedeutet, wollt ihr das Ganze ohne Klicks haben und noch feiner und stufenfrei zum Einstellen haben, dann nehmt ihr einfach ein scharfes Messer oder Feile und macht einfach diesen kleinen Nupsel da unten oder diesen Grat, den macht ihr einfach plan weg, damit es schön gerade ist. Und dann habt ihr eben kein Klicksystem mehr, sondern könnt das Ganze einfach schön frei einmal justieren. So, und richtig rum installieren sollten wir es auch. Das gehört nämlich so rum einmal drauf. Wie gesagt, hier das Ganze über. Vielleicht könnt ihr es auch ein bisschen hören. Das ist eher so ein Reiben oder so eine Art Klicksystem. Wie gesagt, kann man schnell beheben, wenn man das Ganze etwas feiner justieren möchte. So, die Hop-Up-Kammer ist eben Standard Syma und entsprechend auch für die Original-Nozzle mit 21,5 mm natürlich ausgelegt. Es gibt hier aber eine kleine Besonderheit, die ihr unbedingt einmal beachten müsst, wenn ihr jetzt hier ein besseres Hop-Up-Bucking oder ein besseres Hop-Up-System verwenden möchtet. Schauen wir es uns ganz kurz an, ich erkläre es euch einmal im Detail, damit ihr hier definitiv einmal Bescheid wisst. Im Regelfall würde man jetzt sagen, ja, ist okay, Hop-Up-Kammer passt, macht euch vielleicht ein Maple Leaf Bucking rein und fertig. Dann spielt ihr halt auch 0,28, 0,3 oder vielleicht sogar 0,32 problemlos in dem Ding. Könnte man so ansprechen, funktioniert aber aufgrund der Kompatibilität leider nicht. Bedeutet, ich erkläre es euch mal ganz kurz. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier ein Standard-Bucking verwenden. Ob das jetzt ein Maple Leaf ist oder ein Modify oder ein Flamingo oder whatever, ist relativ egal. Wichtig für euch zu wissen, wenn ihr euch mal das Original-Bucking anschaut im Vergleich zum Maple Leaf und zu dem Modify, dass die Lippe hinten, die Dichtung bei Syma etwas kürzer ist. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, das ist das Original Syma Bucking, das ist ein Modify und das ist ein Maple Leaf Bucking. Und ihr seht, bei diesen beiden Buckings ist die Lippe minimal hinten ein kleines bisschen länger. Das sind vielleicht nur 0,3 mm oder sowas. Dadurch kommt es aber in dieser Original-Hop-Up-Kammer bei Standard-Buckings leider zu Feeding-Problemen. Bedeutet, das Ganze ist nicht kompatibel. Warum ist es nicht kompatibel? Nehmen wir jetzt einfach mal das Modify-Bucking her, stülpen uns das da hinten jetzt einmal drauf und installieren das Ganze einmal in der Hop-Up-Kammer. So, einmal rein das Ganze. Vorsichtig schön nach hinten drücken, bis die Arretierung hier einmal passt. So, und jetzt haben wir das Problem. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr das sehen könnt. Dann nehmen wir am besten einfach wieder die Taschenlampe, die Funzel. So, wenn ihr jetzt hier mal reinschaut in den Ladekanal oder in diese Feeding-Röhre hier unten, da seht ihr bereits im hinteren Bereich oder oben, dass ihr die Dichtlippe vom Bucking bereits einmal seht. Bedeutet, das Bucking ist zu lang. Wenn jetzt hier eine Kugel rein möchte, dann bleibt diese einfach hier einmal an dem Bucking oder an der Dichtung einmal hängen. Bedeutet, ihr benötigt sehr viel Druck einmal vom Magazin unten, dass die Kugel über die Lippe einmal durchgedrückt wird. Und das funktioniert leider nicht so gut. Bedeutet, letztendlich ist mir ein Bucking bekannt, was in der Original Syma Hop-Up-Kammer perfekt funktioniert. Und das ist von Begadi einmal dieses Short Bucking oder dieses, Short heißt es oder kurz, Short.
Also dieses hier, das gibt es auch in 50, 60 und 70 Shore. Ich würde für 1,3 bis 1,7, 1,8 problemlos einmal 60 Shore verwenden, also blaue Version. Und jetzt seht ihr eben hier im Vergleich zu den Maple Leaf Buckings oder eben zu dem, zu diesem Modify, dass dieses eben eine etwas kürzere Dichtlippe hinten hat im Vergleich zu dem hier. Und das wiederum, dieses Bucking, ist wie gesagt, es ist das einzige Bucking, was mir bekannt ist, was hier in diesen Syma Hop-Up-Kammern out of the box perfekt funktioniert. Passt wunderbar zum Lauf. So, und wenn wir das jetzt einmal installieren, natürlich, ihr solltet es noch mit Silikonfett ein bisschen einschmieren vor der Installation. Wenn wir uns das Ganze aber jetzt mal anschauen mit diesem Short Bucking von Begadi, dann seht ihr, dass die Lippe einfach deutlich kürzer ist. Und wenn wir jetzt eine Kugel hernehmen und das Ganze da einmal reinpobeln, dann rutscht die Kugel einmal komplett durch und bleibt eben nicht an der Dichtung hängen. Also hier eine sehr, sehr gute Kombination, wer eben dieses Begadi Short Bucking oder Fly Short oder Fly 5 Short oder keine Ahnung, wie das Ding genau heißt, passt perfekt einmal zu diesen Hop-Up-Kammern. Wie gesagt, auch BR10, wenn ihr die Original BR10 Hop-Up-Kammer drin habt von der Burg oder auch diese gesinterte Hop-Up-Kammer habt oder diese Zink-Hop-Up-Kammer von Syma habt, auch da passt einfach dieses Short perfekt. Und es passt selbstverständlich auch hervorragend einmal zur Original Nozzle mit 21,5 mm und dichtet entsprechend sehr, sehr gut einmal ab. Also wenn ihr nichts großartig dran rumbasteln wollt, einfach nur ein bisschen mehr Präzision haben wollt, ein bisschen mehr Reichweite, vielleicht ein bisschen schwere BBs nutzen wollt, Begadi Bucking rein, passt perfekt. Jetzt müssen wir dieses Bucking aber selbstverständlich noch mit einem entsprechenden Tensioner kombinieren. Und hier müsst ihr ebenfalls eins beachten. Wenn ihr euch den Lever oben mal anschaut, der hat hier unten einen etwas anderen Radius im Vergleich zu Standard-Levern. Bedeutet, auch hier müsst ihr aufpassen, dass ihr einen passenden Tensioner nehmt. Ich habe jetzt euch hier 2 rausgesucht und da müsst ihr aufpassen, die sind unterschiedlich. Bedeutet, es sind beides Begadi Tensioner, 5 mm, aber da schreiben es nichts drauf. Der hat auf jeden Fall 3 mm, da steht es drauf. D ist gleich 3, bedeutet, der hat oben im oberen Bereich bei der Rundung einen Durchmesser von 3 mm. Ist zu den meisten Standard-Hop-Up-Systemen einmal kompatibel. Der passt aber zu diesem Lever nicht. Das funktioniert nicht. Bedeutet, ihr braucht speziell für diese Syma Hop-Up-Kammer braucht ihr die andere Version. Der ist oben vom Durchmesser ein bisschen kleiner. Der müsste, glaube ich, 2,5 mm haben. Bedeutet, der ist einfach vom Durchmesser ein bisschen kleiner und der passt dann wiederum deutlich besser zu dem Original Syma Lever hier. Wenn ihr den 3 mm verwendet, dann habt ihr in der Nullstellung schon zu viel Druckaufbau. Bedeutet, euch überhoppen die BBs. Dementsprechend hier die kleinere Version verwenden, 2,5 mm mit 5 mm Länge. Und dann habt ihr ein Hop-Up-System für, was kostet das Zeug, keine Ahnung, insgesamt vielleicht 12, 13 Euro oder sowas. Und dann könnt ihr in dieser wunderschönen HK416 auch problemlos 0,28, 0,3 oder 0,32 Gramm BBs verwenden. Wie gesagt, für ein paar Euro und die Installation ist halt mega simpel und einfach. So Leute, das soll es gewesen sein. Jetzt muss ich mein Bucking hier wieder deinstallieren, weil das ist nämlich das letzte, was ich habe von diesen kurzen. So, packe ich das Ganze wieder ein, baue es wieder zusammen und wir sehen uns einmal abschließend zum Fazit. So Leute, damit wären wir durch. Fehlt abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit heute zur neuen Syma Umarex Heckler & Koch HK416A5 in der Sportsline-Variante. So, ich werde dieses Fazit auch wieder aufbauen wie bei der SSR4. Bedeutet, ich werde zu diesen einzelnen Punkten wieder etwas mehr sagen, damit gerade auch wieder die Zuschauer, welche sich nur das Fazit einmal anschauen, wieder so eine kleine Zusammenfassung einmal bekommen. Also fangen wir an. Der erste Pluspunkt auf meiner Liste ist der gesamte Kunststoff. Wir hatten jetzt eben vor 2 Wochen ungefähr erst die SSR4 im Video oder im Review. Diese hatte einen sehr weichen Kunststoff, bedeutet, die ganze Knifte konnte sich ein kleines bisschen verwinden, so um 3-4 cm. Man konnte alles ein bisschen drehen und quetschen. War mir also persönlich ein bisschen zu weich. Hier jetzt dieser Kunststoff von der 416A5 ist deutlich härter. Bedeutet, da sind vielleicht mehr Glasfasern drin im Polyamid, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall auf dem Niveau, wie zum Beispiel eine G&G. Bedeutet, ihr könnt da nicht den Vorderschaft irgendwie zusammendrücken und die ganze Knifte irgendwie da rumbiegen. Das geht hier nicht. Dementsprechend guter Kunststoff, auch in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, gebe ich einen Pluspunkt.
So, nicht nur der Kunststoff ist sehr gut von der Qualität, finde ich, sondern ebenfalls die gesamte Passgenauigkeit und die Toleranzen, was Syma hier einmal umgesetzt hat. Auch so kleine Punkte, ihr wisst ja, gesamtes Rohr mit der Gasabnahme wird hier vorne nochmal über Nut- und Federsystem innen drin mit dem Vorderschaft einmal verbunden. Ihr habt da kein Spiel drauf. Auch der Pin, wenn ihr die Receiverhälften zusammenschiebt, ihr müsst zusammenpressen, dann den Pin reinpressen. Und dann sitzt einfach alles wie Arsch auf Eimer. Es kann sich nichts irgendwie verwinden, klappert nichts irgendwie dran. Auch Gasrohr innen drin ist alles schön nachgebildet. Dementsprechend gesamte Umsetzung, Passgenauigkeit, Toleranzen würde ich ebenfalls einen Pluspunkt geben. Nächster Pluspunkt, Nummer 3, Federschnellwechselsystem. Auch hier genauso umgesetzt wie bei Lancer oder SSR4 oder bei den günstigen E&C Nylon-Versionen. Bedeutet hier hinten mit einem langen Inbus einmal rein, die Zylinderkopfschraube in der Buffertube einmal lösen, Buffertube wegziehen und ihr kommt direkt von hinten einmal an den Spring Guide bzw. an das Federschnellwechselsystem sozusagen ran. Ihr könnt also problemlos einmal die Feder innerhalb von 2-3 Minuten einmal tauschen. Beim Federwechsel selbst solltet ihr aber beachten, ich würde dieses Modell maximal mit 1,5 bis 1,6 Joule betreiben, mehr definitiv nicht ohne Updates. Wie gesagt, Runde ist natürlich kein Problem, spielt ihr jetzt irgendwo in der Halle vielleicht maximal 1 Joule, ja, schwächere Feder rein, drosseln, 1 Joule, fertig. Also Federschnellwechselsystem ebenfalls ein Pluspunkt. So, und jetzt wird es ein bisschen umfangreicher. Ich gebe zunächst einmal einen Pluspunkt auf das Thema EFCS und MOSFET. Da kommen wir später nochmal zum Punkt, aber zunächst mal würde ich es als positiv ansehen, dass hier ein EFCS und ein MOSFET direkt out of the box drin verbaut ist. Bedeutet auch für einen Einsteiger, ihr könnt schnell triggern ohne Probleme, die Waffe kann euch nicht jammen aufgrund der Zyklenüberwachung. Ihr habt einen kleinen feinen Mikrotaster, ihr könnt sehr schnell einmal triggern und fein einmal triggern. Passt alles. MOSFET natürlich auch mit an Bord, N-Kanal MOSFET. Die Ströme am Motor kommen etwas stärker an, wie jetzt bei einer stinknormalen Switch-Assembly. Das ist alles sehr positiv. Und auch die Akkuüberwachung ist auch schön, aber halt nur mit 7,4 Volt. Sprechen wir dann gleich nochmal an. Auf jeden Fall Pluspunkt EFCS MOSFET. Auch wenn es nicht auf dem Niveau von anderen EFCS-Systemen ist, würde ich dennoch mal einen Pluspunkt dafür geben. Denn es gibt natürlich immer noch Kniften auf dem Markt, die haben immer noch eine alte Switch-Assembly drin, ohne MOSFET oder ohne irgendwas. Dementsprechend hier gerade Preis-Leistungs-Verhältnis EFCS gebe ich einen Pluspunkt, ja. So, nächster Pluspunkt auf der Liste, komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet, wer sich zurückerinnert, wir hatten damals im Video diese Syma Nylon-Version von Begadi, glaube ich. Die war auch von Syma, aber das Modell hatte zwar den Feuerwahlhebel und alles angedeutet, aber es hat nicht funktioniert. Bedeutet, es war einfach im Kunststoff mit angegossen. Und die A5 ist genauso wie das große Modell von VFC komplett beidseitig nutzbar und es funktioniert einfach alles. Der Feuerwahlhebel wunderbar auf beiden Seiten, Magazinauswurf auf beiden Seiten, funktionstüchtiger Verschlussfang ebenfalls auf beiden Seiten mit Funktion und es funktioniert einfach. Also beidseitig nutzbar, links, rechts Schütze, egal, gebe ich einen Pluspunkt, Ambidex. So, und der letzte Pluspunkt auf meiner Liste, wenn wir uns das ganze Modell jetzt mal so anschauen, der Kunststoff passt, die Toleranzen passen, die Energie ist konstant, was abgegeben wird, also keine große Schwankung drin, Federschnellwechselsystem, brauchbares EFCS würde ich jetzt mal sagen, mit Heckler und Koch-Lizenz, Original-Markings drauf und das Ganze für 250 €, finde ich, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein fairer Deal. Definitiv auch in Bezug auf aktuelle Wirtschaftslage, das passt einfach. Das ist ein schönes, günstiges Modell, mit dem man definitiv was anfangen oder mit dem man definitiv einmal arbeiten kann. Also Preis-Leistungs-Verhältnis doch stark, muss ich sagen. Das passt soweit. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Jetzt habe ich gerade einen Pluspunkt gegeben auf das Thema EFCS. Hier aber müssen wir nochmal einen Neutralpunkt geben. Kleines bisschen schade, dass das EFCS nicht für 11,1 Volt Akkus einmal ausgelegt ist. Beziehungsweise können wir so auch nicht sagen, denn es funktioniert natürlich mit 11,1 Volt Akkus problemlos, aber die Akkuüberwachung funktioniert nicht mehr. Denn Syma hat das Ganze auf der Elektronik so programmiert, dass die Elektronik abschaltet bei 6,2 oder 6,4 Volt. Ja, aber ein 11.1er muss halt schon früher abschalten, da ist er bei 9,6, 9,5 Volt, sollte da schon einmal Feierabend sein. Hier ein bisschen schade, muss man sagen, von Syma beim EFCS-System nicht ganz so gut umgesetzt. Da sind andere Hersteller deutlich besser. Dementsprechend seid ihr darauf angewiesen, wenn ihr hier
Ja, solltet ihr schon benutzen, definitiv. Aber ihr solltet definitiv bei einem 11.1er immer so einen kleinen Lipo-Checker, da drüben flackt das sogar noch rum, hier so einen kleinen Lipo-Checker oder so einen kleinen Lipo-Warner, solltet ihr definitiv mit einmal anschließen, damit ihr einfach wisst, wann ist der Akku leer. Ansonsten schießt ihr das Ding komplett leer, dann kann es passieren, dass er sich aufbläht, wenn er tiefenentladen wird, und wenn es ganz blöd kommt, dann gast er aus oder fängt zum Brennen an. Also hier aufpassen, wie gesagt, wenn ihr einen 11.1er nutzt, macht euch hinten einfach nochmal so einen Lipo-Checker direkt hinten mit rein. Habe ich euch gezeigt, selbst mit 1450 mAh, 11,1 Volt Akku, passt das Ding immer noch problemlos da hinten mit in die Tube rein. Also wie gesagt, kleiner Neutralpunkt, Akkuüberwachung oder Akkuabschaltung bei 11,1 Volt Akkus. Und der nächste Punkt, den ich auch hier nochmal ergänzen möchte, das habe ich euch auch damals bei der Syma MP5, was war das für eine, bei dieser Platinum MP5, habe ich euch das angesprochen. Dieses EFCS-System von Syma funktioniert jetzt erstmal in der Konstellation wirklich super. Und selbst wenn ihr jetzt 11.1 mit 1,5 Joules betreibt, wird das auch noch funktionieren. Wenn ihr aber euch mal ein bisschen schlau macht im Netz und mal Syma EFCS oder Syma ETU googelt, dann werdet ihr einige Einträge finden, zum Beispiel Reddit, dann Foren aus England. Da ist das EFCS schon häufiger mal abgeraucht. Ja gut, aber das waren halt dann gut in England nicht, aber gerade auf dem internationalen Markt, gerade in der Tschechei, gab es halt dann Leute mit 1,8, 2 Joule. Das verkraftet das EFCS leider nicht auf Dauer oder kann mit zu starken Akkus einmal abrauchen. Also auch hier von der Belastbarkeit ist Syma vielleicht noch nicht ganz auf dem Punkt wie andere Hersteller. Aber wie gesagt, 1.5, 1.6, 11.1, dann keine Probleme. Übertreibt ihr es natürlich, fette Akku hinten rein, starke Feder rein, dann seid ihr selber schuld, wenn das EFCS einmal abraucht oder die ETU hier einmal drin. So, dann der nächste Neutralpunkt. Der nächste Neutralpunkt gebe ich auf die Internals. Hätte man zunächst mal positiv bewerten können, denn wie gesagt, die Energie, so wie sie abgegeben wird, ist unheimlich konstant. Bedeutet, so wie das Zeug drin verbaut ist, es dichtet einfach gut ab, obwohl wir bloß eine Standardnozzle aus Kunststoff drin haben, ohne O-Ring. Aber es passt einfach von den Toleranzen und von der Passgenauigkeit. Es harmoniert alles, es läuft, es dichtet ab. Kann man also sehr positiv einmal sehen zunächst einmal. Warum gebe ich jetzt aber dennoch nur einen Neutralpunkt auf die Internals? Da wären ein paar Punkte, oder 2 Punkte, die nicht ganz perfekt sind. Zunächst mal der Piston nur mit Kunststoffzähnen. Bei der SSR4 von Norwich für 230 € waren Pisten drin mit Stahlzähnen. Ist natürlich deutlich haltbarer. Aber auch hier muss man differenzieren. Der Piston ist zunächst mal so, wie die Waffe kommt, für 1,3 Joule. Ist es erstmal in Ordnung. Wie gesagt, Lasten drin, rotzen, bis er wirklich irgendwann mal ratzfatz hier ist. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr für ein paar Euro mal einen mit Stahlzähnen reinmacht. Aber wie gesagt, Norwich hatte halt schon einen mit Stahlzähnen einmal drin. Und gerade eben nochmal der Punkt, wollt ihr dieses Modell mit 1,6 Joule spielen, dann würde ich vielleicht den Piston etwas früher tauschen. Denn dann nutzen sich einfach diese Kunststoffzähne, nutzen sich einfach relativ schnell ab. Also kleiner Neutralpunkt Internals, Pisten oder Internals in Bezug auf Pisten nicht ganz perfekt. Wäre einer mit Stahlzähnen etwas besser, aber für die Energie, wie die Waffe kommt, ist es in Ordnung. So, und dann muss man noch ergänzen bei diesem Punkt Internals ebenfalls das Bevel Gear hat gerade einmal, ich glaube 4 Positionen für den Anti-Reversal Latch. Und dadurch passiert es mit dem 11.1er, wenn er voll geladen ist mit 12,6 Volt, kann es passieren oder passiert es, dass ihr einfach ein kleines bisschen Precocking drauf bekommt. Und dann hört ihr aber immer wieder nach dem Schuss, dass sich das System wieder ein kleines bisschen entspannt. Und wie gesagt, sobald der Akku ein bisschen runterfällt, habt ihr das Problem nicht mehr. Hätte das Bevel Gear aber mehrere Arretierungspositionen für den Anti-Reversal Latch, 6 oder 8 Positionen, dann wäre das Problem nicht vorhanden. Und wie gesagt, das ist eben nur der Fall, wenn der Akku wirklich randvoll geladen ist mit 12,6 Volt, dass ihr einfach ein kleines bisschen Precocking drauf bekommt und aufgrund der geringen Positionen am Bevel dreht das System minimal ein bisschen rückwärts und entspannt sich wieder ein kleines bisschen. Wie gesagt, dementsprechend Internals Neutralpunkt, gut, dicht, Abdichtung hervorragend, auspacken, spielen, Preis-Leistungs-Verhältnis super, aber dennoch 2 Punkte, die nicht ganz perfekt einmal sind. Die kann man jetzt eigentlich ignorieren, aber ansprechen tue ich sie dennoch. So, und jetzt habe ich abschließend noch einen Kritikpunkt, den ich nicht so gut finde, und das ist leider die Mündungsbremse oder der Mündungsfeuerdämpfer. Zunächst mal ein gutes Ding ist aus Plastik, das könnten wir jetzt erstmal ignorieren, aber was ich ein bisschen schade finde, Syma, warum klebt ihr das Ding da vorne drauf aufs Gewinde? Muss das sein? Meiner Meinung nach nicht. Also hier ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, den Kunststoff, den könnte ich noch hinnehmen vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
aber dass das Ding da vorne aufgeklebt ist, finde ich nicht gut. Dementsprechend Zange nehmen, Gabelschlüssel nehmen oder Multitool AR15, immer wieder ein bisschen hin und her, dann knackt's und kracht's und tut's und irgendwann ist der Kleber auf und dann können abschrauben. Und erst dann ist es euch auch möglich, das 14 mm Linksgewinde hier vorne für Tracer, Schalldämpfer oder bessere Mündungsfeuerdämpfer aus Alu oder aus Stahl einmal zu verwenden. Also wie gesagt, geklebt da vorne gebe ich definitiv einen Kritikpunkt. Sowas muss heutzutage nicht sein, meiner Meinung nach. Auch bei einer Waffe für 250 €. So Leute, sind wir durch, das soll es gewesen sein. Also zusammengefasst, wie gesagt, schön, richtig schön, 250 €, brauchbarer Kunststoff, Toleranzen in Ordnung, Abdichtung hervorragend, Energieabgabe schön konstant, Original Heckler und Koch-Lizenz für 250 €. Ja, doch brauchbar, kann man definitiv nicht schimpfen und wer so ein Ding haben möchte, macht da definitiv nichts falsch damit, würde ich sagen. Gut, soll es gewesen sein. Wollt ihr jetzt zu diesem Review noch etwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Habt ihr weitere Fragen? Dann jederzeit natürlich einmal Kommentarfeld nutzen. Hat es euch gefallen? Wie immer bitte Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen. Würde mich wie immer drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.